Da sind wir hoffentlich live. Moin, ihr Landratten. Herzlich willkommen bei Hamburg Hafen Live. Wir sind hier bei Barkassen Ehlers und die Dame neben mir, die kennt ihr natürlich. Moin! Die Claudia. Und mit dabei ist auch der Justin. Moin. Justin, du bist Azubi aktuell, ne? Im ersten Lehrjahr, ja. Azubi im ersten Lehrjahr. Ja. Bevor es jetzt richtig losgeht, kurze Frage am Rande. Ob das mit dem Ton alles passt, ob Bild und Ton soweit in Ordnung sind. Da warte ich jetzt mal ganz kurz auf euer Feedback. Und ja, dann geht das auch gleich schon los, würde ich sagen. Jo. Wenn ihr mal nach hinten schwenkt, auch übrigens Ben ist auch da, der hält gerade die Kamera. Also ich sag mal, den dürfen wir natürlich nicht vergessen. Aber ja, Ben, da können wir natürlich an Sonntag anknüpfen. Der Nebel ist wieder da. Ja, siehst du, endlich mal. Ja, Endlich ist der Nebel wieder da. Genau. Juhu, juhu. schauen wir So. mal, ne? Wie es nachher aussieht. Ja. So, ich muss mal einmal schauen. Ich habe hier, glaube ich, noch irgendwas mit meinem Chat. Läuft gerade nicht richtig. Aber ich arbeite daran. So. Ja. Keine Ahnung, was ich hier wieder kaputt gemacht habe. Auf jeden Fall sehe ich momentan nur, den Twitch-Chat. Aber ich arbeite daran. Ja. Gebt mir einfach eine Stunde Zeit. Die wirst du haben. Ja. Ja. Du hast theoretisch sogar 2 Stunden Zeit, bis wir dann die ersten Gäste fahren. Okay. Jo. Jo. Soll ich ein bisschen So. was erzählen, während du guckst? Oder, Ich glaube, ich habe es jetzt okay. tatsächlich. Sehr schön. Ja, jetzt habe ich auch, jetzt bin ich auch bei den YouTube-Leuten und habe eben auch gesehen, dass soweit alles okay ist. Sehr gut. Ja, lieber am Anfang einmal Zeit nehmen. Ich habe das so oft gehabt, dass ich habe gesabbelt und dann irgendwann nach 10 Minuten habe ich dann irgendwann mal gemerkt, Ja, läuft nicht alles perfekt, läuft nicht ne? alles. Ne? Deshalb lieber am Anfang einmal Ja, klar. ganz in Ruhe. Aber ich glaube, es ist soweit alles in Ordnung. Ja, wir haben ja Zeit. Ja, das Coole ist, der Stream heute, der ist tatsächlich auf der Idee von Claudia gewachsen. Wir haben mal so ganz spontan entschieden, wir nehmen euch einfach mal mit zum Bunkern. Weil ich sag mal, eine Barkasse, ne, die ist ja nicht damit fertig, dass einfach die Gäste an Bord kommen und wir dann einfach losfahren. Es gibt ja immer auch so ein bisschen Vorbereitung. Maschine haben wir schon warm laufen lassen, weil es ja ein bisschen kalt auch heute ist. Aber damit ist das nicht getan. Ne? Also die Rettungsmittel müssen rausgepackt werden, die Lautsprecher müssen abgedeckt werden. Ich glaube, die hat Justin zum Teil schon abgedeckt. Was müssen Hast du wir schon noch vorgearbeitet? machen? Ja, ich sehe das gerade hinten, aber die vorderen, die sind Ich wollte doch bedeckt. ran heute. Ich wollte doch Ja, dein- wir haben auch noch was übrig gelassen. Hast du was für mich ja, übrig gelassen? Haben wir. Ah, sehr gut. Genau. Und ja, und ansonsten, was müssen wir noch gucken? Dann schauen wir einfach mal, wie viel Betriebsstoffe wir haben. Also sprich Diesel auch. Ne? Also bevor wir losfahren, werden wir peilen. Und dann wollen wir dann auch mal so gucken, ob wir ein bisschen Schiffspflege machen. Und je nachdem, Putzen. wie viel Zeit, ja genau, putzen, ne? Wie viel Zeit wir heute haben. Wir brauchen auch mal neue Leinen. Ach, cool. Ne? Cool. Ich habe gestern schon ein Tau mir geben lassen, aus der Werkstatt zuschneiden lassen. Und die Azubis müssen ja bei uns auch spleißen lernen. Ne, zumindest einen einfachen Augspleiß. Und dann gucken wir mal, wie weit Justin das kann oder wie weit du das kannst. Ich habe ja schon ein paar tausendmal gespleist. Ja, hast du mir von erzählt. Ne? Können wir Auch nachher- wenn das Querlines sind. Kann ich nachher aber erzählen, ja. Ein Augspleiß, den kriegst du bestimmt. Ja, dann das wird, auch glaube hin. ich, richtig gut. Ich muss jetzt einmal kurz hier ein Hallo loswerden. Ich habe nämlich gerade gesehen, wir wurden geradet mit über 400 Leuten von Kaiaway. Also erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Ihr seid natürlich genau in den Start reingekommen hier, wo ich gerade noch so ein bisschen dabei war. Aber schön, dass ihr hier seid. Und der Mike ist dabei mit 2,49 Superchat. Ja, wollen wir einfach starten? Ja, würde ich sagen. Okay. Ben, willst du erstmal ein bisschen die Kamera behalten? Ansonsten kann ich die auch mal nehmen. Ja? Ja, Okay. Da gibt es ja noch eine Zwischenprüfung, habe ich gerade gelernt. Ja, Eine Zwischenprüfung. ja. Oh, hier, guck mal. Hinterher. Ja, genau. mal. Heute wird gespleißt. Genau. Ja, die
Anita. Anita ist eure größte Barkasse, Das ist ne? die größte Barkasse. Also viele von eurer Community kennen sie auch schon von der Glühweinfahrt, ne? Oder von der Queen Mary Begleitfahrt. Ja. Die haben wir auf der Anita gemacht. Ansonsten gibt es ja natürlich auch noch kleinere Barkassen, wie zum Beispiel die Birgit, mit der wir ja auch schon unterwegs waren. Oder die Laila. Laila ne? waren wir, Mit glaube ich, Laila, das erste Mal genau, unterwegs. Genau. Also daher kennt vielleicht der ein oder andere auch die Claudia von der Laila. Ganz Ja. genau. Und wer Claudia auch sehen möchte, es gab um den Jahreswechsel rum eine schöne Reportage auf NDR über den Genau, Hamburger Hafen. genau, die war sehr Und schön. da war Claudia auch mit drin. Genau. Na, also Auch denke, viele andere, glaube ich, ne? Die Ja. auch, mit denen ihr vielleicht schon gearbeitet habt, mit den Festmachern. Wart ihr nicht bei Ja, denen? Festmacher haben wir ja, Festmacher haben wir so einen losen Kontakt, aber wir haben es Genau. noch nie geschafft, dass wir mit denen mal zusammen einen Stream machen können. Ja, vielleicht wird das ja immer mal Ja. was. Ne? Andere Möglichkeiten wären ja auch mal, dass ihr vielleicht mal bei Flint anfragt oder so. Ja, zum Beispiel. Genau. Gut. Jo, Wollen wir dann einfach lass mal uns starten? loslegen. Gut. Okay, womit geht's los? Ich würde sagen, wir fangen mit den Rettungsmitteln an. Ja, los. Was muss gemacht werden? Gib mir eine Aufgabe und ich versuche, nützlich zu sein. Dieser Ring kommt auf die Tür rauf. Okay, pass mal auf. Na, wir haben Justin, Du hältst jetzt du kriegst mal den Chat. Genau. Justin kriegt den Chat. Guck mal, hier kannst du ein bisschen lesen, ob da irgendwas Interessantes kommt auf der linken Seite. Genau. Und ich, Das wird spannend. so, Genau. Genau. So, Und dann ich lass uns einmal bekomme- hier durch. so. Genau, also wir haben ja hier Halterung, ne, oben auf dem Dach, damit die Ringe ja. auch halten, aber auch so halten, dass wir sie jederzeit greifen können im Falle eines Personen-über-Bord-Geschehnisses. Ne? Ich habe das bisher Hier, toi noch so? nie gehabt. Nee, Wir so haben uns passt er richtig, nicht. nee, der geht nur Ach so, über zwei ach so, rüber. Der ach so, er geht nur über zwei. Ja, genau. So quasi. Und dann packst du das Tau in die Mitte von dem Ring rein und machst eine Schlaufe über die dritte Nase darüber. Hier einfach so, Ja, genau. einfach so ein bisschen Ja, festtüdeln. das reicht, genau. Das reicht schon? Die müssen ja immer greifbar sein. Ja klar, im halt, Zweifelsfall ne? macht es natürlich Sinn. Genau. Also wenn ich da erstmal noch den Knoten enttüdeln muss, dann Gegangen, oder geht's noch? ist er noch gleich. Brauchen wir den Moment, Ring noch? warte noch einen Aber Moment. wir haben ja sowieso jeden dritten mit Blei gefüllt. Ja. Ne? Das kennt ihr ja. Schipper gibt es genug, Gäste kommen immer neue nach. Der Titanic hatte ja Schwimmringe aus Gold, ne? Ja, genau. Deswegen war sie so teuer. So, andere Seite das gleiche. Andere Seite auch, genau. Dann machen wir auch Das einmal heißt, hier das die ist Tür der hier. auf. Genau. Hier haben wir auch noch. Da ist das Besondere, jeder Rettungsring ist anders. Ne? Da gibt es ein Nachtlicht. Ah, okay. Also wenn da reinfällt, dann ist das schwerste Teil unten die Batteriehalterung. Ah, Und dann leuchtet leuchtet sie. er. Oder auch nicht. Doch, jetzt Doch, leuchtet sie. leuchtet. Genau. Sehr cool. So. Genau. Ich gebe dir das mal so wieder hin und dann siehst du auch den Ring wieder. Ups. Vorsichtig, fall nicht rein. Gott sei Dank hat er einen Schwimmring in der Hand. Ja, genau. Mach über die hinteren rüber. Genau. Ach so, und hier haben wir so Und dann eine. packst du die Lampe so, guck mal, so rein. Ach, Und guck dann mal hier, wird die so ein das, bisschen festgeklemmt. das genau. sieht auch so aus, als ob das mal eine Flaschenhalterung an einem Rennrad war. Ja, aber könnte sein. Ist aber Könnte auch sein, genau ne? auf die Passt Lampen aber in der abgepasst. Tat hervorragend. Genau. Ich sehe gerade, wir müssen nachher dran denken, dass wir den Mast runter machen. Ah, okay. Ja, gute Idee. Ja, weil- Mast runter. Genau. Sehr gute Anita Idee. ist teuer, wenn wir den abfahren. Okay. Wäre aber auch nicht Kommen das wir sonst erste unter den Mal. Brücken nicht. Genau. Ach so, haben wir gerade auch auflaufendes Wasser, sehe ich, oder? Ich glaube, das läuft schon ab. Wir gucken nachher mal auf den Titelkalender. Genau. So, dann gehen wir da hinten. Da sind ja auch noch einige Sachen zu erledigen. Guck mal, ich gebe dir schon mal unsere Flagge in die Hand. Ja. Das Wichtigste am ganzen Schiff. Die hat auch richtig schön Patina schon. Ja, genau. Ja, das ist Oh, richtig. ja, ja. Doch, das ist Wenn das Patina. unser Chef sieht, der Nein, wird nein, morgen nein. gleich eine neue Flagge holen. Nein, nein, bitte nicht, bitte nicht. Also Klaus oder Jan oder Leon, wenn ihr das seht, Bitte die alte Flagge bitte lassen. nicht. ne? Also Die lieber Scheiße schön auf oldschool, die da sieht man halt, dass die schon ordentlich, Hat, ne? die gelebt hat schon genau. ordentlich Betriebsstunden hinter sich. Ja, ich glaube, da wird aber mal eine neue fällig werden. Also ich finde ja, ich finde an solchen Dingen sieht man halt einfach auch, dass so ein Schiff lebt. Ja, natürlich. So, guck mal. Die Flagge, die steckst du hier rein in die Halterung. Die wird auch einfach reingesteckt da. Ja, genau. Ich guck mal, da müsste auch eine Sicherungsschraube dran sein, dass wir die ein bisschen festdrehen können. Ja, hier ist noch eine Schraube, Genau, drehst du ein bisschen. aber die ist
Oh, die ist mit der Hand. Ja, ich denke mal, dass der Mast Nee, auch die gar ist schon nicht auf fest. die Schraube mehr raufpasst. Ja, Genau. die ist schon fest. Genau. So, aufpassen, dass nicht wieder ein Mikro in die Elbe geht. Habt ihr schon gehabt? Ja, ärgerlich. Ja, Genau. wir haben So. schon Probleme mit der Umweltbehörde bei den Mikros, die wir hier an der Elbe gelassen Bei dem haben. Mikroverschleiß hier, ne? Ja. Ja, hier muss man immer so ein bisschen aufpassen mit den Kabellagen. Was ist das? Ach, das sind Außenlautsprecher, Das sind ne? Außenlautsprecher, okay. genau. Na, auf der anderen Seite haben wir auch noch einen. Ist das einfach unten mit Gummizug? Ja, ist einfach Ah, ja. mit Gummizug. Ja, Wetter ist ja heute leider nicht ganz so schön, aber ihr wollt ja euer Nebelwolk fortsetzen. Hamburg ist ja bei jedem Wetter schön, ne? Hier. Genau. Einfach nur, Die neue so, der Kopfbedeckung. Smoothie ist auch an Bord, ne? Das Smoothie. Genau. So, dann gehen wir peilen, weil wir wollen ja bunkern fahren. Jetzt hier irgendwas trocken machen oder so macht wahrscheinlich bei dem Das Wetter macht bei überhaupt dem keinen Wetter Sinn. keinen Ne? Sinn. Das würde man dann kurz vor Abfahrt machen. Ja, Aber ich glaube, bei dem Wetter bringt das wirklich nicht viel. okay. So, dann wieder auf den Kopf aufpassen. Ne? Junge. Ja, Justin, hast du eigentlich die Sicherung oben raus, dass wir die Klappe schieben können? Hast du die Sicherung raus, dass wir die Klappe schieben können? Nee, habe ich nicht. Mach das mal bitte, genau. Nö, lass ruhig zu, Ja, nur dass wir auf und zuschieben können halt. das Ne? ist so leicht aufmachen. Ja, okay. Es regnet ja, ist ja nur Nieselkram hier. Da hat Justin einfach mal das Heft des Handelns in die Hand genommen. Genau. Geschoben. Justin, Genau. was sagt der Chat? Irgendwas an... Da gibt 20 € von Sven für einen Kaffee. Aber das machen wir nachher einmal. Stimmt, der Sven ist wieder da mit aus Fuhlsbüttel mit 20 € für ein Käffchen. Käffchen Wow. hatten wir schon, Dankeschön. Ja. Und aus Wasserburg kommen 2 €. Danke, aber das machen wir nachher nochmal. Dann gucke ich rein. Aber du kannst ja, ich sag mal, falls jetzt irgendwie eine spezielle Frage nochmal an Claudia oder so kommt, ja, Ja, an uns, genau. rein, ruhig grätsch ruhig rein. Genau. Okay. Ansonsten Jo. gibt es nachher, glaube ich, Sektfrühstück hier für uns. Ne? Schwester Hansen der wird lässt ta- grüßen. Der wird tatsächlich getrunken hier auch. Die letzten Tage nicht so viel, aber manchmal denke ich, wow, dann hast du keinen Sekt an Bord, trinkst du welchen, dann wollen sie auf einmal alle Sekt haben. Ja. Also Anita hat Sekt an Bord, ne? Die hat ja auch Kaffee und Tee. Das Tee muss man sich dann selber halt kochen. Das ist eigentlich das bestausgestattete Schiff von den Getränken hier. Ne? Der Aperol Spritz, der fehlt noch. Aber Ja. den kann man ja dann irgendwann einführen. Das machen Obwohl, wir. fertig gemischt, da schmeckt der nicht. Und ich glaube, die Kiezmische ist auch immer noch nicht an Bord. Nee, Die haben wir leider noch nicht. nee. Aber Alsterwasser kannst du ja selber mischen. Ja. Da geht ja auch. So, Justin, dann räumen wir mal hier auf. Ach so, der... ja. Teppich, genau. Soll ich das machen? Jetzt stehe ich natürlich hier völlig im Weg mit meinen fetten Moonboots. Ja, das passt. Na komm, Ja, lass kannst mich auch mal weitermachen. Gentleman Du willst sein. heute du. mal arbeiten. Ja, das ist Ehrlich mal als unser neuer Smoothie, Paddy. ja, so einmal Genau. im Jahr. Genau. Dann gucken wir mal. So, jetzt habt ihr endlich mal wieder einen Praktikanten hier. Ja, genau. Wahrscheinlich mache ich sogar beim Teppich aufrollen was falsch. Nö, da kannst du nichts falsch machen. So weit, bis du den messingfarbenen runden Deckel siehst. Da bist du schon. Da sind wir so. schon. Genau. Wir legen hier Wir legen die Tanks frei. Genau. die Tanks. So, dann suchen wir mal eben schnell hier den Aufmacher. Anita hat den Vorteil, die hat einen festen Peisstab im Tank. Na, bei den anderen, da müssen wir immer so einen losen Stab reintun. Jetzt Das macht peilen das- wir Treibstoff, Genau. oder? Und das macht das Ganze natürlich dann so ein bisschen sauberer auch. Ne? Eine spezielle Frage. Wie hoch sind eigentlich die Anschaffungskosten für so eine Barkasse und die Kosten für so einen Liegeplatz und Kraftstoff? Also ich Da weiß bin nicht, ich überfragt. warte mal, ich will das mal wiederholen, weil Justin ja kein Mikro hat. Ja. Die Frage war Anschaffungskosten für eine Barkasse und für die laufenden Kosten für einen Liegeplatz. Ich weiß gar nicht, ob du das so... Und Kraftstoff. Ja. Ja, also wir haben ja, dadurch, dass es Gewerbe ist, ist es ja bei uns steuerfrei, soweit ich weiß. Ne? Es ist also rot eingefärbter Diesel. Und fragt mich nicht, was der Liter kostet. Ich habe keine Ahnung. Wir können bei der Bunkerstation ja mal fragen, ne, was Jo. sie sagt. Ja.
So, Schöne Frage für Klaus eigentlich. Ne? Ja, ja. was so eine Barkasse und so kostet. Ich weiß gar nicht, ob Claudia das weiß. Nee, teuer. 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 Ja, kostet teuer. Ihr könnt so im Millionenbereich schon mittlerweile ausgehen, ne? Weil wir ja auch spezielle Materialien haben. Dann kommt es natürlich auch immer ein bisschen auf die Ausstattung ab. Also der Stand ist ein bisschen über 1500. Kannst du da überhaupt was ablesen? Ich kann das erkennen. Echt? Hier ist feucht und da ist Schon trocken, ne? schon trocken. Und wenn man das nicht lesen kann, dann gibt es einen Trick, dann nimmt man Kreide. Achso, ich dachte mit der Zunge. Nee, nimmt man Kreide, genau. Also normalerweise müssten wir jetzt nicht bunkern, wir machen das aber, ne, weil wir gesagt haben, wir wollen bunkern fahren. Das Schiff kann ungefähr 2100 Liter mitnehmen. Das heißt, wir gehen jetzt mal so locker 500 Liter bunkern. Dann freut sich der Kollege, na, wenn er dann am Wochenende sich keine Gedanken rüber machen muss oder auch nächsten Montag halt nicht losfahren muss. Also einfach mal so proaktiv. Genau. Ja, also neben Diesel müssen wir natürlich dann auch immer... Hast du noch eine Frage? Ja, Frage. Was hilft am besten gegen beschlagene Fenster? Bei Jens Marx haben die früher immer so Siodolin-Fensterreiniger genommen. Gegen beschlagene Fenster, indem man einen Prilllappen nimmt. Also bei der Anita haben wir nicht das Problem, dass die Fenster beschlagen, weil sie hat Thermopenscheiben. Ne? Das sieht man auch. Die eine Scheibe muss ja, glaube ich, mal erneuert werden. Da gibt es Spannung. Leider ist es ja nicht wie auf dem Haus, dass ein Schiff statisch ist, das bewegt sich, ne, durch die Wellen und alles. Und dann kann es auch mal sein, dass man eine Scheibe reißt oder so halt. Ne? Genau. Ne, dann Selber zu wackeln. ja, genau. Dann reißt auch mal eine Scheibe. Aber hier bei Anita haben sie jetzt eigentlich fast alle Scheiben erneuert. Und bei den alten Schiffen so, oder auch bei den Komfortschiffen wie die Günther Ehlers, da gibt es eben halt nur Einfachverglasung. Und sobald halt Feuchtigkeit ins Schiff reingetragen wird oder eben es auch regnet und so, beschlagen die Scheiben sofort. Und dann mache ich das so, ich nehme einen feuchten Lappen, also einen Wischlappen oder einen Fensterlappen oder so, einen ganz kleinen Tropfen Pril drauf. Und im ersten Moment ist die Scheibe total eingeseift. Aber wenn es richtig feucht ist, dann geht das eingeseift innerhalb von 1-2 Minuten weg und dann hat man einen super Durchblick. Nachteil ist, es darf keine Sonne kommen, weil dann habt ihr streifige Fenster. Aber wenn es so diesig ist und nass und feucht, dann hast du ja meist keine Sonne. Also Genau, von daher genau. passt das dann. Ja. Ja, Priellappen. Wieder was gelernt fürs Leben. Ja. Man weiß, wozu man es mal gebrauchen Der kann. Prillappen. Eigentlich ein altes Hausmittel. Ne? Das Pril entspannt ja sozusagen die Wasseroberfläche. Das Genau. ist ja auch zum Beispiel hier wenn ihr irgendwelche Verschmutzungen habt oder so halt, ne? Ein Tropfen Pril und dann ist der Ölfilm weg. Und wer kennt sie noch? Die guten alten Prilblumen. Ja, genau. Wäre eine Idee hier, ne? Als Zum Christopher Street Day eine ganze Barkasse mit Prilblumen bekleben. ja, oder auf die Aktion, die ihr überlegt hattet. Deswegen sage ich ja nichts mehr. Ich habe noch eine Frage von King Kong. Wie Noch eine ist Frage? Die jüngste Barkasse von Ehlers. Ah ja, Tatsächlich ist das hier. Was? Die jüngste? ist das nicht Anita sogar? Nein, das ist die Bettina Ehlers. Tina? Bettina ist die jüngste. Und die hat, weißt du, was die für ein Baujahr ungefähr ist? Ja, ich muss rechnen. Also 2006 ist die Birgit gebaut, Hiltrud 2007, Günther 2008, 2009. 2009. Okay. Gut. Ja. Also die jüngste vom Baujahr her, ne? Von, ich glaube, in der Flotte gekauft, die Laila Ehlers. Ah, okay. Genau. Und es wird auch gerade eine umgebaut. Ne? Die Helga. Stimmt, ich habe ein Foto Die bei dir Helga. gesehen. Genau. Also ihr könnt auch natürlich bei Instagram gucken, einmal Ehlers, aber es gibt auch den Account Fleetfahrt Hamburg heißt der, Genau. glaube ich. Ne? Fleetfahrt Hamburg auf Instagram, das ist der von Claudia. Und da gibt es auch immer ab und zu so ein bisschen Behind the Scenes. Ja. Ja, die Birgit liegt gerade auf Land bei Flint und bekommt ein neues Bugstrahlruder. Und ja, und die Helga Ehlers, die wird auch gerade umgebaut. Ne? Die soll, glaube ich muss lügen, ich meine, die wird verlängert ein bisschen. Ah, okay. Na, soll in etwa so groß werden wie die Bettina wahrscheinlich. Und ich will aber nichts Falsches sagen halt. Ne? Und da bleibt eigentlich nur die Kajüte erhalten. Und der Kiel, soweit ich weiß, und alles andere wird neu gebaut. Also es fällt dann cool. aber immer noch unter Bestandsschutz. Ah, So wie Hansa vom Bülow oder Elli Glitscher. Ne? Das sind ja alles umgebaute Barkassen. Und auch viele vom Meier, die hat man ja immer mal aus einem hübschen, traditionellen Schiff dann in eine moderne Barkasse umgebaut. Also
ich habe ganz früher gerne die Helga gefahren, aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, wenn die umgebaut ist, dann ist es nicht mehr die Helga oder die Hans Hermann, dann ist es irgendeine Barkasse von Elas. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, und dann spielen die Emotionen da eine Rolle. Genau. Wenn man so lange im Unternehmen ist wie Claudia, dann, Ja. Dann hat man nicht mehr die Bindung. dann muss ich die dazu. Barkasse einfach einen neuen Schiffsführer suchen. Hat Und sie dann Justin, auch, ne? Justin steht ja schon Ja, parat. genau. Also, Wird dann irgendwann einspringen. genau, wir haben ja auch schon Jungschipper jetzt in der Firma und die warten natürlich dann drauf, dass sie dann auf die Schiffe kommen und die fahren auch schon hier ganz kräftig, der Daniel zum Beispiel und da war auch viel mit beim Umbau dabei, ne? Da hat sich das dann auch angeguckt, wenn er dann auf das Schiff raufgeht, dass da halt auch ein bisschen weiß, wie alles funktioniert, also nicht nur Maschine peilen und da und da und da, sondern dass man auch mal guckt, wo irgendwelche Leitungen verlegt sind und wo irgendwelche Tanks sind, ne? Das finde ich auch immer ganz spannend, das habe ich bei der Birgit auch gemacht. Als mir die Heizung und alles angeguckt habe. Moin. Na? Hallo. Die beiden Jungs, da Moin. ist gerade auch Ist das- Daniel, das ist hier einer unserer Jungschipper. Der freut sich dann, wenn die Helga Genau. fertig umgebaut ist. Und das andere war, glaube ich, der Pascal, der ist, glaube ich, Technikteam, oder? Genau, das ist unser Betriebsleiter hier Ja. an Bord. Wollt ihr Kaffee? Nee, danke, alles gut. Okay. Bin versorgt. Ja. Ja, So, dann, gepeilt haben wir. dann, Dann würde ich mal sagen, dann starten wir die Maschine. und los und dann geht lass das, uns oder? losfahren zum Bunkern. Fahren die beiden Jungen? Nee, die wollten, glaube ich, Nee, nur die kurz wollen nur mal. einmal, bis wir alles fertig haben, dauert ja Ja. auch. Ja, noch eine Frage. Welche Ausbildungsgänge bietet ihr an, Schiffsmechaniker oder Schiffsführer? Hafenschiffer. Ausbildung? Hafenschiffer. Hafenschiffer, genau. Also Schiffsführer ist ja letztendlich sozusagen die Meisterprüfung vom Hafenschiffer, obwohl letztendlich, wenn man die Ausbildung fertig gemacht hat, hat man die Fähigkeit, ein Schiff zu führen. Sollte man zumindest haben. Und dann machen die ja ihre Gesellenprüfung sozusagen. Da müssen die Azubis auch schleppen können und also ganz normal eben halt auch eine Barkasse und so bewegen können. Und leider ist es noch im Hamburger Hafen so, dass sie nicht automatisch das Hafenpatent bekommen. Die müssen noch mal eine extra Prüfung ablegen. Na, also dann gehen die hier Okay. zum Oberhafenamt, dann werden sie nochmal vom Hafenkapitän da überprüft. Dann müssen sie nochmal Theorie und Praxis vorweisen, also anlegen, ablegen, man Überbordmanöver und so Personenüberbordmanöver. Ja, und dann werden sie dann, nachdem sie in der Personenschifffahrt 3-monatige Fahrzeit als Steuermann sozusagen abgeleistet haben, dann auch auf die Rundfahrt zugelassen. Ja, die brauchen ja einen Personenbeförderungsschein. Dann Okay. eine Frage an Hamburg Noch eine. Live. An die nette Frau. Wie kamst du zu dem Job? Was hat dich daran fasziniert? Ist ja kein klassischer Beruf wie Büro oder sowas. Wie bist du dazu gekommen zu dem Job? Ich finde es toll. Ja, mich hat schon immer Wasser interessiert. Ich bin an der Elbe groß geworden. Ich habe das, glaube ich, auch damals schon mal erzählt, ne? Als ihr auf der Leila bei uns wart. Ich wollte ursprünglich einmal Bauingenieurwesen, Schwerpunkt Wasserbau studieren. Und ich war ein bisschen faul, habe nebenbei bei Elas gearbeitet und habe auch mal ein Praktikum damals bei HKP Vogler gemacht. Das ist eine kleine Baggereifirma, die auch ein bisschen Wasserbau und sowas macht, ne? Und auch eigene Barkassen und Schlepper gehabt hat. 2 von denen liegen ja mittlerweile bei uns in der Flotte, die Hans und die Thomas Elas. Und habe ich da Praktikum gemacht und habe dadurch dann auch die Familie Elas halt kennengelernt, ne? Und bin dann sozusagen in die Schifffahrt reingerutscht. Und wie das ist, man arbeitet neben dem Studium viel zu viel, bleibt dann irgendwann hängen. Und da habe ich gesagt, ja okay, dummer Gedanke oder guter Gedanke. Studieren kann ich, wenn ich alt bin, und Schifffahren kann ich nur, wenn ich jung bin. Und jetzt fahre ich seit 25 Jahren Barkasse. Okay, also dauert es noch ein paar Jahre, bis du dann irgendwann studieren gehst. Genau, im Rentneralter. Ja. Aber ob es dann Bauingenieurwesen weiter ist oder so, das ist eine andere Sache halt. Das ist schon sehr, sehr schwer auch gewesen. Ja, Ja. Gerade eben halt mit den naturwissenschaftlichen Fächern und so. Da muss man auch Lust haben. Und dann ist noch mal die Frage, ob man dann auch einen guten Job bekommt und so. Und ich bin halt hier hängen geblieben. Ja, wenn ihr mal bei uns auf dem YouTube-Kanal sucht nach Elas und ich glaube Hafenrundfahrt, ich glaube die erste Hafenrundfahrt, die hatten wir mit der Leila Elas Genau. gemacht und da war auch die Claudia, unsere Schiffsführerin, Genau. da hat sie auch noch ein bisschen erzählt. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr da ja mal ein bisschen im Archiv Genau. fühlen. Ja. Aber Okay. wie schön, dass du backen geblieben bist, ist für uns ein reiner Gewinn. Ne? Ja, Natürlich. Claudia ist teilweise, Natürlich. Ne? Claudia auch gehört schon dazu. Gerade auch für die Fleetfahrt. Ja, die machen wir im Frühjahr. Ja.
freue Wollen mich wir schon los? drauf. Ja, wir wollen los. Eine einzige Frage. Noch eine Frage. Und zwar in Hamburg Hafen Live wieder. Wie kommt man an so ein Schiff? Ist das generell wie Leasing oder den Arbeitgeber oder machen sich viele? Also ich kann die Frage natürlich nicht beantworten, aber ja, wie kommt man an so ein Schiff? Leasing, also ich glaube, das müssen wir Klaus fragen, oder? Das müsste man Klaus fragen tatsächlich. Also es ist ja ein Familienunternehmen, ELAS, und ja, soweit ich weiß, ist das hier halt, ne, wenn Geld da ist, hat man gebaut. Ja. Ich denke mal, das ist wie... Also es tut sowohl als auch. Also manche Schiffe hat man sicherlich schon gut abbezahlt und man muss sicherlich auch für manche Sachen Kredite aufnehmen. Ja. Das hängt auch immer von dem jeweiligen Betrieb ab, ne? Wie groß der ist. Ich sag mal, ein Betrieb wie Abich, der wird seine Schiffe nicht alle bar bezahlt haben. Nee. Und das ist ja immer auch so ein bisschen die wirtschaftliche Situation. Ne? Wenn du viel Geld einnimmst, dann kannst du auch viel investieren. Und, aber wie jetzt diese Schiffe finanziert worden sind, wie die bezahlt worden sind, also da habe ich keine Aktien drin. Und da möchte ich jetzt auch nichts zu sagen, weil Ja. ich irgendwas Falsches erzähle oder so, dann sage ich lieber ja. Nein, aber ich denke, das sind übliche Genau. Vorgänge in Betrieben, wo Genau. irgendwie Betriebsinventar, Maschinen Genau. und Ähnliches gekauft werden. Ob das Ja, beim Handwerker natürlich. irgendwelche großen Maschinen sind oder bei Ja, euch die Barkassen. natürlich, Ja, das natürlich. wird ähnliche Wege gehen. Ja. Okay, So, jetzt wir lass dürfen uns den mal Mast los. nicht vergessen, ne? Stimmt. Aber dazu müssen wir erstmal die Maschine starten. Okay, Maschine Willst starten. du die Maschine? Will einer von euch die Maschine ja, starten? ich will die Maschine starten. Komm, wir haben Zeit hier. Okay, wir haben ja bitte. alles schon gepeilt. Ne? Ich komm mal Und über deine ja, Schulter natürlich. Ich setze mich mal hier hin, dann bist du auf dem Weg. So, und dann starte einfach mal den Hilfsdiesel. Die, Moment, ich versuche Den Hilfsdiesel. das so, ist warte hier mal. vorne. Das ist der Ah, Knopf ach, da hier. steht, da wo Hilfsdiesel dran Genau. steht vielleicht. Genau, Ne? dann drückst du einfach mal den grünen Knopf. Ja, wow, Paddy, Oh, unser neuer springt Schipper hier. an. Springt Genau. sofort an die Kiste. Genau. Ja, So, und ich mache mal hier die Pumpe an. Das ist nämlich immer ganz wichtig bei der Anita. Kraftstoffpumpe, ja, Genau. okay. So, und dann starten wir die Hauptmaschine. Das ist der Schlüssel, den du Das rechts ist hier? neben mir siehst. Ja. Einmal ganz vorsichtig umdrehen. Achtung, ich komme mal dazu. Genau, jetzt kannst du wieder so lassen, schräge. Das ist ja wie Autostarten, ne? Genau. Also und Stopp würde ich sie klar ausmachen. Ausmachen tust du Ne? mit dem Stoppknopf. Genau. Ja. So, jetzt können wir aber noch nicht fahren, weil wir müssen erstmal den Maschinentelegraphen freigeben. Den hier? So, Ach so, dann muss man einmal den Knopf drücken. Genau. Ah, okay. Okay. so wir liegen ja über Nacht am Landanschluss. Ja, und damit halt die 220, 360 Volt Versorgung hier gewährleistet ist. Und noch sind wir am Landanschluss. Jetzt gehen wir mal eben auf Hilfsdiesel, den du eben gestartet hast. Und dann können wir die Leinen losschmeißen. Aber du hast an den Mast gedacht. Ja. An den Mast. Ich weiß nicht, kannst du das sehen, Ben? Ja. Oh, der geht ja auch. Ja, alles Der hydraulisch. fällt ja quasi Genau. um. Ein Traum. Ja. Ein Traum. Jo, dann ist so, wenn wir an Bord arbeiten, auch so gerade beim Bunkern, würde ich mal sagen, wir machen uns alle mal eine Arbeitsweste um. Ja, auf jeden Wir Fall. haben jetzt hier auch 3 Stück. Wir gucken mal, die ist ganz weit. Musst du mal gucken. Freischwimmer. Eventuell noch eine Frage an dich. Noch Ja. eine Frage? Hat der Hauptantrieb eigentlich einen elektrischen Starter oder ist das alles schon Pressluft? Pascal ist leider von Bord gelaufen. Ich glaube, das ist alles hier super modern eingerichtet auf der Anita. Ich weiß natürlich nicht, ob meine Daunenjacke so das Allerbeste ist. Da draußen stehen auch, ich glaube, das sind auch Hamburg Hafen Live-Zuschauer. Weiß ich gar nicht. Ja, Ja? Okay. ich glaube, die waren letztens schon da. Die sind zu Besuch in Hamburg. Ah, cool. Ja, zum Bunkern können wir sie leider nicht mitnehmen, ne? Weil mit Personen Bunkern fahren ist nicht erlaubt. Ah, okay. Ne? Es ist Okay, ein ja, bisschen- schade. Sonst hätte ich gesagt, nehmen wir sie mit, aber das ist so ein bisschen schwer. Ne? Schade, schade. Ja gut, Aber sind das nur die beiden? jetzt machen wir Leinen gucken los. mal. Wir Ja. wollen uns ja nicht. Nee, über wir haben, sie sind ja Gesamteffekte- keine Gäste eigentlich. Wir können ja mal gucken, wenn die sich da... Ja. Moin! Moin. Genau, So, jetzt Leinen los. ja. Erstmal Landanschluss. Ach so, Landanschluss, okay.
wir schon mal losmachen, weil den vergisst man auch gerne mal. Und dann nehme ich mal die Nachtleinen als erstes weg. Justin, die nehmen wir mit, ne? Die Nachtleine, genau. Ja, ich bin auch nicht immer auf Anita, ne? Deswegen muss ich dann auch mich immer ein bisschen... Achso, habt ihr auch bei den Leinen eine gewisse Reihenfolge, wie ihr die am besten losmacht? Ja, das sind die Nachtleinen halt. Ne? Und Ach so. man vergisst auch gerne mal so die Nachtvorleine sozusagen. Das ist mir auch schon mal passiert. Okay. Niemand ist unfehlbar. Und deswegen machen wir die jetzt als allererstes weg. Guck mal, du siehst ja, ne? Wir müssen unbedingt spleißen. Ah ja, die sind schon ein bisschen angesteuert. Genau. Okay. Aber das jetzt keine Leine ist, auf die wir hier raufturnen oder so, die wird dann erneuert. Wir haben schon Material vorhin geholt. Ne? Wir haben ja gesagt, wir wollen, wenn wir Zeit haben, nachher noch mal spleißen. Und ansonsten wird es eine Aufgabe für Justin während des Tages. Na, wenn wir es dann schnell machen wollen, dauert das 5 Minuten. Wenn wir schick machen wollen, eine Viertelstunde vielleicht. Leine wird gut verstaut. Ja. Kann ich auch irgendwas losmachen? Oder? Ja, du kannst die Leine losmachen. Also genau, einfach überhaken. die, Die mit dem Auge. ja, genau. die mit dem Auge, alles klar. Genau. Okay. So, und dann gehen wir von hinten nach vorne. Jetzt hinten los. Genau. Du kannst hier schon mal losschmeißen. Also die Leinen bleiben auch auf dem Ponton. Ach, die bleibt hier. Genau, die hängen wir gleich über, wenn ich hier die auch los habe. Genau. Genau, und dann haken wir beide Leinen ab. Legen wir so ein bisschen schön hier hin, damit sie nicht unter der Brücke verhakt. Und die kannst du einfach daneben legen. So, das passt. Ja. Jo, perfekt. Okay. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. So, alle Mann an Bord. Wollt ihr mitfahren? Ach, Claudia, du bist ja lieb. Ja, Justin, dann rein. maximal vorsichtig. Komm rüber. Moin. Moin, hallo. Ja, sowas hat man auch über Elas. Ne? Ja, ja. Ja, ihr merkt schon, ne? Wir treiben hier ganz schön nach vorne. Ja, also sobald die Leinen los sind, Ja, das ist halt die Ebbe hier in Hamburg. dann geht das So, los. dann machen wir ja erstmal ein bisschen zu. Und dann lass uns losdüsen. Ab zum Bunker. Was war das? Ein Stein dazwischen oder so, genau. Ja. Ja. Wir machen nochmal Prosilichter an, weil das ist ja nicht das beste Wetter. Ja. Also, ich setze mich mal hier hin. Ja, gerne. Oh, Ach, der Stuhl. oh, nicht für Dicke gemacht. Ich Ja, glaube, die das haben die... Bunkerstation ist ja gar nicht so weit, oder? Nö, die ist gleich hier vorne an. Also wir haben hier 2 am Hafenrand liegen. Ne? Einmal hier die von Heuer und dann eben HBS. Das hier von Habt ihr da, fahrt ihr immer zum Gleichen? Gibt es da Ja. irgendwie Verträge? Ja. Und die machen das wahrscheinlich auch auf Rechnung, ne? Die schreiben dann einen Zettel und das wir geht dann ins unterschreiben Büro. und dann gibt es dann eine Monats- oder Quartalsrechnung oder Ja. wie auch immer. Ich denke mal monatsmäßig, ne? Weil wir ja doch mit mehreren Schiffen bunkern. Ja. Ja, und manche, die, wenn du neben uns guckst, ne? Bei der La Paloma zum Beispiel, dann kann es auch mal sein, dass dann eben halt die Bunkerboote auch... Stimmt, da ist gerade einer, ne? Genau, dass Da- die dann eben halt hinfahren. Die kriegen es geliefert, ja, weil die sind kriegen's natürlich auch schon geliefert, so groß, genau. dass die hier mit den Brücken Probleme haben. Ja, das Problem ist halt natürlich, wenn die jetzt alle bunkern wollen, dann ist es natürlich auch so, dass ja irgendwann die Bunkerstation auch nur ein Schiff abfertigen kann. Ne? Ja. Und wenn die dann mit den großen Schiffen alle auf einmal kommen, dann kann es auch mal sein, dass da halt ja, das Boot dann hinkommt. Guck mal, da hat ja gerade eine Scholle gefangen oder sowas. Oh ja. Ja, die Kormorane.
Kormoran, ja. Ben, wollen wir mal wechseln? Möchtest du dich mal mit Claudia ein bisschen unterhalten? Dann nehme ich mal die Kamera. So wie du magst. Ja. Ja. Ich weiß doch, dass die Zuschauer dich auch immer gerne hören. Genau. Und daher. Dann klipsen wir das mal so ran hier, ne? Ich glaube, heute ist tatsächlich Edgar Wallace-Stimmung. Ne? Guck mal hier geradeaus, das Ufer kann man Ja. nicht wirklich sehen. Fast Heute wie haben wir das, was wir am Sonntag gern gehabt hätten. Ja. Ich sehe hier gerade im Chat die Frage, was Bunkern bedeutet. Vielleicht können wir das noch einmal für die Laien. Ja, kurz Bunkern aufklären. heißt einfach tanken. Also etwas, ihr kennt den Begriff vielleicht ja Bunkern auch, ja ich bunker an die Nüsse oder sowas halt. Ne? Also Horten, Stauen oder wie auch immer. Und wir sagen einfach zum Tanken bunkern. Wasser bunkern, Diesel bunkern, Betriebsstoffe bunkern. Ne? Ja. Ja, nach vorne schon die Bunkerstation. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das mit Justin aussieht, ob der uns mit festmachen möchte. Ja, ich kann ja auch den Chat übernehmen, Justin, wenn du festmachen musst. Muss er nicht, aber kann er. Alles klar. Ja, sind wir schon da. Ja, das ist ein relativ kurzer Weg, ne? Ja. Und wir haben Glück, dass keiner da ist. Dann können wir tatsächlich gleich noch Edgar Wallace machen. Wie ihr wollt, ne? Wir machen das Ganze ja heute alles ganz spontan. Wissen die Bescheid, dass wir hier filmen? Nö, ich sag denen das gleich nochmal. Gleich Ja, noch kurz, ne? genau. Ich glaube, die waren aber auch in der Reportage. Die oder? waren, ob sie jetzt bei dieser Story dabei waren, weiß ich nicht, aber es gab schon mal eine Story, auch mit der Birgit. Und es kann natürlich sein, dass wir jetzt nicht alles zeigen können, aber ich sag mal hier, wenn wir den Schlauch übernehmen zum Tanken und so, das ist kein Ding. Ja, ich mache mal die Kamera bereit, weil vielleicht ist es ja ganz interessant, wenn der Schlauch rüberkommt oder sowas, dass man sowas hat. Dass man noch mal ein, zwei Natürlich. Fotos hat. Ja, Ja. Ja, natürlich. super. Ja, so dicht am Halunderjet ist man auch selten. Also da können wir ja fast unten drunter durchfahren. Ja, mit dem Kajak ja, mit Anita nicht. Ja, ihr seht also da vorne ist hier der Tankzapfen. Letztendlich ist das genauso wie wenn man ein Auto betankt. Hat halt einfach so ein bisschen andere Dimensionen wahrscheinlich oder vielleicht Ja. etwas andere Anschlüsse, aber im Prinzip ist ähnlich. Genau. Dann kommen Ist ja ja auch auch ein ganz. Tankwart. Jo. Die rechnet wahrscheinlich nur nicht mit uns so früh. Ja, warten wir hier in der zweiten Reihe, bis wir fest sind. Wenn ich dir irgendwo im Weg stehe, ne, dann Nee, Moment, lass dir mal- jagst du mich lass weg. dir mal Zeit, alles gut. Alles okay. So, wir sind da fest, glaube ich. Ne? Aber selbstverständlich. Justin, bitte einmal überziehen. Und der Warenempfänger hat eine Schlauchwache zu stellen. Ja, Ja, macht ja auch Sinn, dass bei so einem Schiff, das sich bewegt, irgendjemand aufpasst, dass der Ja, Schlauch sich nicht natürlich. irgendwie... ja natürlich. Ne? Wir wollen ja auch, dass der Diesel im Tank landet und nicht in der Elbe halt. Ne? Sehr gute Genau. Idee. Genau. Und da wir jetzt hier eben halt auch außen Bord arbeiten, wir müssen halt noch eine Leine festmachen. Passt eine Leine von ihr am Poller? Guck mal. Hier, da. Der Poller und die Leine, genau. Dankeschön. Big Panda ist seit 15 Monaten dabei auf der Reeperbahn. Holger seit 11 Monaten. Micha ist seit 5 Ich gehe mal eben rüber, ganz kurz. Ja. Und sag ihr mal Bescheid, auch wenn sie nicht mit ins Bild möchte halt, ne? Okay. Und auch ein Dankeschön nochmal an Micha, der eine Mitgliedschaft verschenkt hat. Guten Morgen. Ich würde mich mal eben hier vorne aufs Vorschiff stellen. Ich glaube, Ja. das ist okay.
zur Nachuntersuchung werde doch noch. Okay. Was ich sagen wollte, Entschuldigung. Ich muss dich fragen, möchtest du mit in ein Video rauf von Hamburg Hafen Live? Du bist doch hier Kamera-PG, ne? Wer? Galileo? Ja, seht ihr, ne? Also braucht ihr sie auch gar nicht fragen. Sie ist hier der zweite Fernsehstar neben mir. Das ist Birgit, unsere... Wann war denn das, wo es die Reportage über euch gab? Ist NDR? das 2 Jahre oder 3 Jahre schon Ja, her? beim NDR 3 Jahre. Ja, genau. 3 Jahre her, ne? Also, liebe Zuschauer, wenn ihr da mal guckt, wie hieß die Reportage? Weißt du doch auswendig, wie die hieß? Hieß die nicht irgendwas wie die Frauen? Also Frauen von der Bunkerstation oder von der Tankstelle. Schweiz von der Tankstelle. Was mit Tankstelle war das, genau. Genau, also findet ihr eigentlich bei YouTube auch auf NDR, auf dem Kanal, also auch eine sehr schöne Reportage. Jo, wir wollen auch gar nicht so viel. Achso, ich habe übrigens kein Mikro, das hat Ben. Ach so, hier. Okay. Sag's dir mal ab. Hab ich gut gemacht, ne? Haben wir Ja, wieder genau, super von gemacht. Ben außen. das Mikro gegeben, Ben abgehauen. Ja. Ich kann mich auch neben Toll. dich stellen und dann passt das auch. Genau. Ja, wir haben halt nur 2 Mikros und ich dachte eben, ich gebe das mal Ben, aber der ist dann mit dem Mikro abgehauen und ich habe es vergessen. Also was ich eben gesagt habe, ist, dass es schon eine super Reportage gab auf NDR über die Bunkerstation hier und über die Damen, die betreuen. Wenn ihr da mal sucht, dann findet ihr die. Viel mehr habe ich eigentlich nicht gesagt. Ich seit letztem Jahr alleine. Ach, seit Ja. letztem Jahr bist du alleine? Ja. Weil ich war ja sowieso eingestellt, um meine Kollegin, wenn die in Rente geht, abzulösen. Genau. Ja, Andrea ist seit einem Jahr in Rente. Okay. Ich war ja sowieso schon 3 Jahre länger, als sie hätte müssen. Ja, einmal im Hafen, immer im Hafen, ne? Verwachsen. Ja, ich hoffe, dass das mit mir nicht so passiert. Wenn ich ja noch mit 70 bei ELAS fahre. Aber wer weiß, ne? Wenn es Spaß macht, warum nicht? Ja, super. Justin macht Schlauchwache? Ja. Ja, also wir haben jetzt hier auch da unten die Lappen reingetan, falls doch mal was überläuft, dass das dann eben aufgefangen werden muss. Ne? Es gibt sicherlich auch Schiffe, wo es dann irgendwelche Metallklappen gibt oder so, um dann die Speigarten zuzumachen. Ein Speigert, das ist halt eine Öffnung, wo das Wasser dann vom Deck abfließen kann. Ja, die Bunkerstation wurde gerade hier im Sommer frisch angestrichen. Ja, die Ja, man sieht sieht auch so das, ne? neu aus. Ja, Ne? genau. Also ich sehe das hier, die ganzen roten Klappen da oben. Die Station ist alt, nur frisch gestrichen, ne? Da kann man mal sehen. Ja. 67, 68, wow. Ja. Wisst ihr noch, wie viel wir gepeilt haben? Also du hattest gesagt, dass wir 500 nehmen Ja, wollen. 500 nehmen wir. Genau. Ich glaube, wir lagen knapp unter, zwischen 1,5 und 1,6 waren wir, genau. Und bunkern auf 2,1. Und sag mal, wo bekommt die Bunkerstation wieder ihren Treibstoff her? Kommt da dann ab und zu dann mal ein Bunkerschiff und füllt eure Tanks auf? Oder wie funktioniert das? Ich glaube, Jetzt hat sie mich sie gerade hat dich nicht gehört, aber es kommen tatsächlich Bunkerschiffe hierher, so wie zum Beispiel die Stör oder so halt. Ne? Ist ja bei der Tankstelle auch so, dass Ja, ab und zu der genau. Tankwagen kommt und da die Genau. Tanks auffüllt. Ne? Ja. Ja, nur bei uns. Hier ist halt so alles auf dem Wasser. Ja, Ich muss auch ja, einmal schön näher ran. vorsichtig, genau. Passt auf, dass er nicht abrutscht. Die meisten ja schon die Schneiderei. Aber es ist nicht. Und dann jetzt demnächst auch wieder geeicht. Sind da, was ist das für eine Einheit? Das ist Kubikmeter, ne? Ja, Kubikmeter sehe ich gerade, okay. Alles. Weil ich wollte gerade sagen, für Liter würde das ein bisschen langsam laufen. Beim Diesel ist das immer in 10 Liter Schritten eingeteilt. Beim GTL wird literweise aufgeschrieben. Muss das mal durch die Klasse durchgehen. Ja. Zwei verschiedene. Wie viel Treibstoff hast du ungefähr hier in deiner Station? Ich kann 90.000 Liter Diesel fassen und 90.000 Liter GTL. 90.000 Liter Diesel und 90.000 Liter GTL. Birgit?
Darf ich die abgeben? Fetteimer? Die habt ihr gar nicht? Ja, die sollen wir bei euch abgeben. Hat die Werkstatt gesagt. Nein, ich nehme keine Fremdeimer, das ist nicht von uns der Eimer. Ah, okay. Wo kommt der her? Bestimmt von einer anderen Station. Nee, oder? Ah, vielleicht von Flint. Das kann sein. Das kann sein, dass der von Weil Flint kommt. Weil da GVÖ draufsteht. Okay. Dann kann ich die mit abgeben. Ja, okay, super. Perfekt. Claudia, kannst du noch mal sagen, was GTL ist? Die Frage hatte ich im Chat gerade. Ich frage dich jetzt mal, weil du ein Mikro hast. Wir müssen so ein bisschen aufpassen, dass die Zuschauer das auch mitbekommen. Angereicherter Diesel, der abgasarm ist. Ah, okay. Na, also ein Umwelttreibstoff. Ne? GTL? Gas to Liquid. Gas to Liquid. Ja. Das hergestellte Flüssigkraftstoff. Okay. Ja, flüssig. Verwandt mit Diesel, aber verbrennt viel sauberer. Genau. Also- Nicht so viel Ruß in der Luft. Man hat nicht so viel Ärger mit dem Motor, der hat keine Bakterien mehr. Ich komme mal hier zu dir ran, weil ich habe Also. das Mikro um. Artverwandt mit Diesel, verbrennt aber etwas rückstandsärmer. Genau. Genau. Wesentlich Ja. rückstandsärmer. Ja. Man muss nicht so auf den Ölwechsel machen am Schiff, nicht so auf die Filter wechseln. Genau. Er macht keine Dieselpest mehr, tatsächlich. Deswegen ist er auch gerne genommen von Sportprodukten. Ah, okay. Ja, wir müssen nur einmal ein bisschen auch gucken, dass wir keinen Überläufer haben. Das wäre nicht Genau. gut. Aber Mal so, dafür haben wir ja die Schlauchwache, ne? genau. Genau. 1, 2, 1. Genau. Warte, meine Brille sitzt nicht. Oh Gott, Ja, supi. Ja, perfekt. Ne? Dann schickst du uns. meine sitzt gut. Meine auch, wie immer. Gibt es eigentlich für die Bunkerstation auch sowas Neumodisches wie ein Instagram-Account? Nein, Nein, noch nicht. aber ich wurde schon darauf angesprochen tatsächlich. Ja. Weil mittlerweile sind wir, glaube ich, schon 5-mal im Fernsehen gewesen. Ja, ja, das Wir waren ja auch schon. ganz unbekannt seid ihr nicht. D-Max waren sie schon, RTL Ab war hier. RTL, Vox war da. Vox. Ja, die Tim und Melzer liefern ab oder Tim und Melzer und Melzer liefern ab. Und jetzt sogar Hamburg Hafen Live. Oh, ich bin echt begeistert. So, genau, sind wir fertig, ne? Ja, Das ging rucki zucki. das ging rucki zucki, genau. Hängt auch immer ein bisschen davon ab, ne? Welches Schiff bunkert, weil ja jeder Tank auch unterschiedlich ist. Anita, da kann man ganz gut laufen lassen, sage ich mal. Gibt aber auch Schiffe, wo man dann wirklich ganz langsam bebunkern muss, ne? Weil da eben halt dann Luft im Tank ist. Und da muss man natürlich aufpassen, dass einem der Diesel da nicht ins Gesicht spritzt halt. Und so hat dann jedes Schiff seine Eigenschaften. Ja. Genau. Ja, hier So. kommt auch gerade, ich sehe gerade Lob im Chat, total sympathisch, die Damen. Also Ja, gerne. Danke. ja, das ist, Ja. eigentlich ist das hier so, hier müsste man zum Kaffee hinkommen. Ne? Ja, Einfach hier Käffchen, ein bisschen aufs Wasser gucken. ja. Machen wir oft, wenn wir so Tage haben, wie eigentlich vorgesehen war. Ne? Ich sollte ja heute keine Rundfahrten machen. Ja, Und dann nimmt man sich natürlich schon mal Zeit an der Bunkerstation. Ne? Wir müssen jetzt ja auch bezahlen und manchmal gibt es auch einen leckeren Kaffee. ja. Und da kennt man sich halt auch im Hafen, das ist dann auch so ein bisschen Familie. Ja, natürlich. Ne? Also jeder Ja. kennt sich, auch wenn jetzt hier Mitbewerber kommen, dann schnackt man auch mal. Ja. Ne? Also es gibt keinen Konkurrenzkampf in dem Sinne. Der Konkurrenzkampf, der findet dann bei irgendwelchen Schreibtischen statt. Ne? Wer kriegt die meisten Gäste und so. Aber ich sag mal, die Kollegen untereinander versuchen schon miteinander auszukommen. Ja, das ist auch schön. Sollte man auch. Ne? Das Ich ist auch sage schön. immer, ein Gast kommt nach Hamburg und da sagt, er ist da und da Hafenrundfahrten gefahren, ne? Weiß dann vielleicht noch die Station, aber weiß dann nicht mehr unbedingt die Firma. Und dann sollte eigentlich Hand in Hand gearbeitet werden. Ne? Es sollte kein Konkurrenzkampf und so sein. Aber man weiß ja auch immer nie, ob man Genau. den Hafen nicht auch mal irgendwo braucht oder so. Genau, Das, ne? genau. Also miteinander ist immer besser als gegeneinander und ich hoffe, dass das auch manche genauso sehen wie wir halt. So, dann gehen wir mal bezahlen. Ich weiß nicht, ob ihr mit reinkommen wollt, dürft. Oh, da gehen wir doch mal mit. Da war eine Preisfrage, ne? Ja, ich weiß gar nicht, ob wir die Preisfrage hier loswerden. Ja, genau. Wir kommen mal rein zum Bezahlen. Jo. Ja, Birgit hat ja viele Aufgaben. Ne? Sie muss ja nicht nur uns betanken oder bebunkern.
Kannst du sagen, wo der Liter oder der Kubikmeterpreis so liegt? Oder ist das auch von Kunde zu Kunde bei euch Verhandlungssache? Auch. Oder muss man sich das vorstellen wie an einer Tankstelle? Heute so, morgen so? Also bei uns ist es tatsächlich so, dass die Preise variieren, je nach Tag. Ne? Und ja, das ist jeden Tag anders, aber so feste Kunden, die machen dann mit der Firma eine Literzahl im Jahr aus und dadurch tanken sie dann nur hier und kriegen das halt ein bisschen günstiger. Müssen das dann aber auch einhalten, weil sonst wird Vertragsstrafe fällig. Ist ja ganz normal. Also die Literpreise weiß ich hier unten nicht tatsächlich, weil ich damit nicht arbeite. Es sei denn, es will mal einer Heizöl kaufen hier oder so, will das bar bezahlen gleich oder mit Karte. Dann rufe ich an. Also Heizölpreis war letztens bei 1,15 €, glaube ich. Und ja, ansonsten Preise habe ich hier unten nicht, tatsächlich. Das wird, wenn nur erfragt, wenn einer das privat mal mitnehmen will oder so, ansonsten läuft das alles über Lieferschein. Genau. Und wird im Büro dann verrechnet und die rechnen wir dann direkt an den Chef. Ja, genau, es sind Von der Kanäle. Birgit, von der Claudia. Genau. Ich bin ja die Birgit. Ja, genau. Ja, das sind dann halt die Kanäle, ne, wo wir dann eben halt in der Basis nichts mit zu tun haben. Birgit, eine Frage. Der Heizöl ist doch der gleiche Betriebsstoff, den wir auch bekommen, ne? Auch der rot eingefärbte, genau. Ich weiß Ja. nicht, ob das da irgendwie Preisunterschiede gibt. Das kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen. Ja, es Das habe ich auch werden, noch nicht hinterfragt. die Zuschauer möchten immer sehr viel wissen, wenn es ums Geld geht. Die möchten Ja, immer wissen, das ist ja normal, das was wollen wir ja verdient man, was kostet ein Schiff, was kostet das Betanken und so. Ja, natürlich. Verdienste sind ja auch immer unterschiedlich. Es Ne? ist schon verständlich, dass einen das interessiert, um da einfach ein Gefühl für auch zu Ja, bekommen. natürlich. Na? Also ich sag mal, es sind ja andere Mengen, als wenn man ein Auto betankt. Ne? Man kann es vielleicht so ein bisschen vergleichen, nur dass eben halt im Gewerbe halt andere Steuersätze ja auch auftreten. Und wir haben natürlich ganz andere Mengen, ne? Die wir halt benötigen, gerade in der Hochsaison. Und das sind so Kosten, die man eben halt auch oft nicht mit sieht, wenn man denkt immer, okay, die Firma nimmt so und so viel Gebühren ein oder so und so viel Gelder ein, aber man vergisst dann oft die Ausgaben. Und ich denke mal, so gut, die Bunkerstoffe, das ist das Geringste. Ne? Das meiste sind immer noch die Löhne in Deutschland. Und hier bekomme ich auch eine neue Flagge. Ja, Eine Hamburg-Flagge bekomme ja, ich hier. auch. Original Kriegst von der Bunkerstation. alle. Ja. Hier bekommt man fast alles. Fast was alles. wir nicht haben, das wird Was Das kostet wird sie? bestellt. Weißt du denn da, was sie kostet? Nein, das müsste ich jetzt erfragen im Büro tatsächlich. Okay, schade. Sonst hätte ich jetzt auf die Schnelle dir schnell eine abgekauft. Das machen wir ein anderen Mal. Ja, genau. Darf- das ist ja auch so mal Man kommt ja auch oben von Land Ja. runter. Genau. Das wäre noch eine schöne Deko für unser Büro. Genau. Eine Hamburg-Flagge, original von der kleinere. Bunkerstation. Nee, muss groß sein. Ich habe auch riesige. Also. Je größer, je besser. Aber die füllt dann wahrscheinlich die ganze Bürowand aus. Ja, aber das ist doch genau Aber die richtig. könntest du dann am Deck 7 ins Fenster hängen und dann weiß jeder, wo das Deck 7 ist. Genau. So, Schlecht, ne? Ich bräuchte noch einmal. den Code. Genau. Ja, wir mit dem Bunkern geben wir auch immer eine Gebühr ab für die, nicht für die Silvage, sondern für die Altöle, ne? Richtig? Altöle, Fette, Altöle, Fette und so, genau. Putzlappen. Putzlappen. damit man es nicht mehr ins Wasser leitet, so wie es Genau. früher war. Früher hat man erst bezahlt, wenn man es abgegeben hat. Ja. Und heute bezahlt man halt im Voraus, damit man es Ja, genau. Das ist auch ganz gut gemacht, finde ich. Ja, natürlich. Hamburg will natürlich den Hafen sauber halten. Absolut. Darf ich? Ja. Ja, guck auch mal, wie süß hier die schöne Häkelgardine mit Leuchtturm und Anker. Supi. Danke. Ja. Ja, ich muss jetzt noch die letzten Zertifikate schreiben und dann kann Ja. ich wieder die Rettungsweste. Ja, perfekt. Ja, wie ich ja schon sagte, also Birgit ist nicht nur zum Betanken hier, sie wartet zum Beispiel auch unsere Arbeitswesten, die wir ja alle 3 umhaben. Die müssen ja einmal im Jahr gewartet werden. Nee, alle 2 Jahre, Entschuldigung, alle 2 Jahre. Stimmt, da sind ja so Tabletten drin, Genau. ne, die bei Die Tabletten werden Wasserkontakt dann ausgetauscht. auslösen. Die Patrone wird überprüft. Der Ja. Die Nussschale Schwimmkörper. werden ausgewechselt, die Weste wird 16 Stunden lang aufgeblasen liegen gelassen.
Ah, okay. Dann wird alles neu verbaut, die 3 Dichtungen, die rein müssen, die Tablette kommt neu. Das Einzige, was drin bleibt, ist die Patrone, wenn sie noch in Ordnung ist. Die wird Genau. nur gewogen, ob sie noch das Gewicht hat, Genau. das sie haben muss. Ja. Okay, also Birgit wartet auch die ganzen Arbeitswesten. Genau. Ja, und wenn wir mal einen neuen Ankerbesen brauchen oder einen Halbmond, Ein Ankerbesen. einen Ankerbesen, zeige ich dir gerne. Oder Ankerschrupper kannst du. Ich sage immer Besen dazu. Der eine sagt, Ne? Der wird so genannt, weil hier ein Anker drauf ist. Wie geil ist das denn? Ein Schrubber mit einem Anker drauf. Also Paddy, ne? Ankerbesen. Demnächst gehst du einkaufen bei HWS Bunkerstation, bei Birgit, kaufst eine Hamburg-Flagge und einen Ankerbesen. Sag mal, Den gibt's da sogar werde ich ja in- noch zum den gibt's sogar in 2 Putzmittelkäufer. Materialien. Guck mal hier, das ist schön flauschig. Oh, so ein flauschiger. Oh, da Ja, kann der man, ist richtig flauschig oh, da hier. kann man auch den Hund mit bürsten. Genau. Ein Ankerbesen. Und was wir noch im Programm haben, den brauchen wir zum Beispiel immer zum Fensterputzen, den legendären Halbmond. Das ist der Halbmond. Das ist der Halbmond. Halbmond und Ankerbesen. Ja. Wieder was gelernt. Ja. Abgefahren. Was gibt's noch, was man Ich bin mir Ah, sicher, dass das ist jetzt- auch so, ne? Ein typisches Utensil, was wir auch immer bei den Barkassen für Außenbords haben. der Ein Dweidel. Ein Dweidel? Aber der sieht ein bisschen dünn aus, aber nee, das täuscht. das täuscht, der ist ziemlich dick. Der Also ist ich hab ziemlich so den dick. dicksten geholt, Ja. den es gibt. Es Ja. gibt ihn nur halt nicht mehr mit diesem Metall-Ding. Ja, genau. Also da wird dann so über Nacht erstmal eine Nacht eingeweicht, damit er schön aufnehmen kann. Und zum Deckwaschen gibt es eigentlich nichts Besseres als einen schönen Dweidel. In jede Ecke. Jede Ecke. Dann kannst du schön die Farbe mitwaschen, ne? Zum Beispiel die Weilschiene und alles. Wir haben, glaube ich, momentan gar nicht so viele Dweidel an Bord. Wir haben den typischen Veleda-Wischmopp. Ja, habe ich schon gesehen. Ja, genau. Ich muss mal mit Jan und mit Klaus sprechen und mal wieder ein paar bestellen hier, ne? Für Ja. die perfekte Schiffspflege. Ja. Was wir natürlich auch immer brauchen, das hat sie aber gerade nicht im Portfolio, Messingpolitur. Die gibt es im Moment nicht. Gibt es immer noch nicht? Messingpolitur ist aus. Okay. Die ist nicht aus, die kriegen das schon seit, ich glaube, Ein Jahr oder so, ne? Kriegt Ja. ihr nicht? Nee. Okay. Ich weiß nicht, ob die rausgenommen haben, vielleicht sind da Giftstoffe drin oder was der Kuh. Ja. Einen super tollen Sidolin oder Polyboy oder so. Ja, Die man vielleicht von früher vom Messing- und Kupferputzen aus dem Haushalt kennt. genau. Aber wir kriegen die tatsächlich nicht mehr. Mhm. Schon alles auf den Kopf gestellt. Also wenn jemand aus der Schifffahrt kommt hier, ne, und ein Alternativmittel weiß zum perfekten Messingputzen, ruhig gern im Chat schreiben. Ja. Wir sind für alle Ideen offen. Birgit, vielen, vielen Dank. Ja, kein Problem. Dir noch einen schönen Tag. Euch auch. Ja, und demnächst hole ich mir einen Ankerbesen und eine Hamburg-Flagge. Genau. Da kommt schon der nächste. Der nächste kommt. Tschüss. Okay. Ja, schöne Restwoche. Wir sehen uns morgen bestimmt nochmal mit der Günther. Genau. Ja, genau. Tschüss. So. Jo. Also ich habe hier gerade im Chat noch eine Frage aufgeschnappt, ob eigentlich die Crew, ob die irgendwie eine Rettungsschwimmer-Ausbildung brauchen. Gibt es da irgendwie was? So unberechtigt ist die Frage nicht. Ich habe ja keine klassische Ausbildung gemacht, wie Justin sie macht. Ich bin ja über Fahrzeit in den Beruf gekommen. Das wird heute eigentlich gar nicht mehr gemacht, aber damals gab es die Möglichkeit halt. Und insofern brauchte ich keinen Rettungsschwimmer und gar nichts machen. Die Jungs und Mädels oder die Mädels und die Jungs in der Schule haben tatsächlich Schwimmunterricht. Und die werden, glaube ich, daraufhin gebracht, tatsächlich zumindest den einfachen Rettungsschwimmer zu haben. Ich bin ganz ehrlich, wir als Schiffsführer müssten ja auch Erste-Hilfe-Kurse und alles machen. Aber ich bin diejenige, die dann anleitet halt. Ne? Ich bin dann in Anführungsstrichen Kapitän und sage, Gast so, jetzt kümmerst du dich bitte um die Person. Ich muss mich um das Schiff kümmern, damit wir schnell an den nächsten Platz kommen. Ne? Oder ich muss mich darum kümmern, dass halt hier zum Beispiel eine Person dann auch irgendwie ans Schiff rangebracht werden kann, wenn die über Bord gegangen ist. Aber ich werde nie und nimmer hinterher springen. Weil dann wird das Schiff verlassen und wer soll dann das Schiff fahren, wer soll dann sich um den Rest der Gäste kümmern. Ja. Na, und ich glaube, es ist auch so, dass kein Gast hinterher springen sollte, einfach so. Na, weil Eigensicherung geht ja immer vor Fremdsicherung.
Und das lernt man ja auch in jedem Erste-Hilfe-Kurs, in jedem Rescue-Kurs und so weiter. Na, man soll immer nur seinen eigenen Fähigkeiten entsprechend handeln. Und wenn mal irgendwas ist, dann wird Hamburg Port Traffic angerufen. Und die helfen einem dann auch bei allen Vorfällen auf einem Schiff, im Hafen, was auch immer halt passiert. Ja. Also Rettungsmittel hinterher werfen, wenn du einen Peakhaken hast oder sowas, den halten, damit irgendwie jemand dann den greifen kann. Ne? Genau, und wenn man ihn natürlich hochziehen kann, na, wenn das dann vom Freibord und so her passt, dann auch. Aber hinterher springen, ich meine, ja toll, dann geht er unter, ich gehe eventuell auch unter. Und was nützt es mir, wenn ich Rettungsschwimmer bin, aber die Strömung halt das auch als Rettungsschwimmer nicht zulässt? Das ist halt der Punkt, ich springe ja nicht in Gewässer, die ich nicht kenne. Das ist ja genau, das Erste, was du lernst. Ne? Genau. Aber Justin, da kannst du was zu sagen. Ihr habt Schwimmunterricht in der Schule. Wie weit macht ihr? Wir machen es so. Moment, ich gebe dir mal das Mikro. Ja, wir machen das eigentlich nur so, dass wir halt lernen, wie man Leute aus dem Wasser rausholt, beziehungsweise auch, wie man sie am besten rauszieht mit Rettungsringen, einfach Rettungsring rauswerfen. Genau. Dann halt probieren, die Leute so schnell wie möglich aus dem Land zu ziehen, halt auch sicher. Dann lernst du halt, dass du sie unter den Achseln halt hochziehst und dann halt auch die Arme eventuell rausstreckst, dann halt über Kreuz schlägst und dann drehst du die Person halt aus dem Wasser, dass sie mit dem Arsch eventuell auf der Kante landet, wie auch immer, wie du so ein Bord holst. Genau, du tauchst einmal unter und dann ziehst du sie hoch, damit du den Schwung hast. Genau. Richtig, du drückst sie einmal unter Wasser, einmal kräftig, dann holst du mit Schwung aus und dann holst du sie hoch. Genau. Und währenddessen dreht sie sich einfach um 180 Grad und holt sie hoch und dann ist es eigentlich schon sicher. Ja. Aber uns wird nicht beigebracht, wie man am besten reinspringt und sie rausholt. Uns wird es nur beigebracht, wie man am besten eine Person aus dem Wasser rausschleppt oder halt auf dem Rettungsring rauszieht. Das war's. Genau. Also wir Die lernen eigene Sicherheit geht natürlich immer vor. Die geht das immer darf man vor, nicht genau. vergessen. Deswegen sagen wir natürlich Also dann sich auch selber immer. hier in Gefahr bringen. Ja, genau. Richtig. Okay, Okay, gut. jo, super, perfekt. Dann machen wir die letzte Leine los und dann fahren wir. So, Ja. jetzt kriegt auch Ben das Mikro wieder. Vorhin haben wir es leider total vertüdelt. Ja, so passiert das manchmal. Ja, und euch geht's auch gut da hinten? Ja? Alles klar. Der Chat hat eben schon nachgefragt, ob ihr noch an Bord seid. Ja, ich habe mich gerade so ein bisschen gekümmert. Ich dachte, Alles ihr klar. macht die Bezahlung und ich mache hier mal so ein bisschen Unterhaltung. Ja, Dann darfst du jetzt mit Claudia auch die Moderation Ach, übernehmen. ein Traum. Ich moderiere gerne mit Claudia, das ist überhaupt gar kein Thema. ja, genau, schon fast das Dreamteam hier. Ja, was machen wir denn jetzt Schönes? Wir haben jetzt eine Stunde Zeit. Ne? Wir haben jetzt ja getankt, das Schiff ist einsetzbar. Ich gucke gleich mal, wie weit der Wasserstand ist. Da können wir auch den Pegel für anrufen. Und wenn das Wasser niedrig genug ist, wir haben so eine richtig schöne Nebelstimmung, würde ich versuchen, einmal durch die Speicherstadt zu fahren. Dann gehen wir an den Liegeplatz ran. Das wäre mal ein kleines Träumchen, Da wa? haben wir ja noch was Ui. nachzuliefern von Sonntag, oder? Und dann sogar von Wasserseite aus. Genau. Aber ich muss mal, ich komme mal ans Mikro hier, ich Ja. muss mal fragen, Ja. was ist mit dem Klo? Dem Klo. Mit dem Ach Klo? so. Ich glaube, die Zuschauer warten ja, da drauf. stimmt. Die warten So, da drauf, hast du dass Feudel? hier noch jemand einen Fäkalienbehälter. Okay, Paddy, komm mal einmal nach vorne durch. Ihr seht hier vor uns den Halunderjet. Und da ist ein Ponton, der ist ziemlich weit aus dem Wasser raus. Und ungefähr da, wo die grüne Tonne steht, rechts neben dem Container, da siehst du eine beige Leine runterhängen. Und hinter der Leine, da sind so Anschlüsse. Schläuche. Nee, also so feste Rohre. Ah, ja, warte Genau. mal, ich versuch mal, ob ich da ran. Da sieht man sie, genau. Genau, so. Eines davon, diesen Rohren, da könnte man jetzt unseren Fäkalienabgabeschlauch ranflanschen. Das ist so ja, wie ein C-Schlauch. Ne? Das ist ja wie ein Faltenschlauch. Das sagt bestimmt jemandem was. Oder auch. Das heißt, ich muss jetzt gar nicht mir irgendwie Gummihandschuhe anziehen. Und, Sollte man, wenn man den Schlauch anfasst, weil du ja nicht weißt, was da drin ist. aber halt, ich ne? muss jetzt nicht Genau. irgendwie so einen Behälter voll Nein, du mit brauchst keine. menschlichen Exkrementen. Du brauchst Ach, keine, schade. du brauchst Mensch. keine Schiete, sage ich mal, jetzt hier irgendwo abführen. Das brauchst du nicht. Ja, und dann würde man halt bei uns eine Pumpe einschalten und mit dem Schlauch das Ganze im Sommer hier in den Ponton rein pumpen. Und wir werden morgen mit einem Schiff Richtung Ellerholzschleuse fahren. Da gibt es ja noch eine Station von HBS und die haben dann das gleiche Prinzip mit der Pumpe. Und dann geht das von dort direkt in die Hamburger Kanalisation rein.
also ein Zielsystem. Ne? Die pumpen das dann von dem Ponton aus dann in die Straßenkanalisation, glaube ich, rein, soweit ich weiß. Und dann kriegen wir dann auch einen Zettel, ne? So wie beim Bunkern, dass wir Fäkalien abgegeben haben. Das Ganze wird dann entsprechend dann auch bezahlt von uns. Ja, und das machen wir natürlich auch gerne. Wir wollen das nicht wie vor 20 Jahren üblich war oder wie es auch noch vor ein paar Jahren üblich war, bevor die neuen Schiffe in Dienst gestellt worden sind, alles in die Elbe ableiten. Also keine schietige Latrine putzen, so ist das alles nicht mehr. Nee, das haben wir dir heute erspart. Wird so ein Tank dann auch bei der Gelegenheit gleich gespült oder wie muss man sich das vorstellen? Nee, man macht sicherlich mal eine Tankreinigung, ne, wenn dann irgendwann zu viele Sachen drin sind. Wir haben auch Mittel, die wir zugeben, damit halt eben halt sich die Fäkalien da nicht so ansetzen, halt, damit das dann auch schön rausgepumpt werden kann. So, wenn wir nicht durchs Hauptfleet fahren können, dann fahren wir einfach in den Zollkanal rein und drehen dann wieder um. Ja, schöner Nebel heute. Ne? Ist ja, heute haben wir es richtig für hübsch. Die Gäste, die kommen. Gestern haben wir ja ganz gut zu tun gehabt. Ja, ich sehe schon, wir müssen Ankerbesen und Hamburg-Flaggen in den Hamburg-Hafen Live-Shop packen. Ja, genau. Wir haben übrigens einen neuen Shop, also falls mal jemand gucken möchte. Der ja, ist ich gucke nachher mal rein. Ist jetzt auch richtig unter www.hamburghafenlive.de. Ja, cool. Ich gucke dann auch so, gleich rein. Ich habe ja wieder kein Mikro, was erzähle ich denn? Willst du ein Mikro haben? Oder? Nein, alles gut. Du, erzähl dir mal weiter. Ja, gut. Also wenn jemand Patty nicht hier verstanden hat, er hat einen neuen Shop aufgemacht, ne, wo ihr dann auch alle möglichen Sachen bekommen könnt. Ist hier linke Hand auch nochmal so eine Bunkerstation? Ja, genau, das ist die zweite. Wir waren jetzt bei der Shell und da ist Heuer. Genau, Okay. Esso. Ich frage mal den Pegel ab, aber ich glaube, das sieht gut aus. Ungeprüfte Messwerte vom Pegel St. Pauli bezogen auf Seekarte 0. Messwert am 5.2. um 10:37 Uhr. Plus 370. Tendenz fallend. Das passt. Wir fahren schön langsam und Oh, dann das passt ist ja ein Traum. Cool. Automatische Pegelansage. Ja, Ich habe sowas Ähnliches schon mal mitbekommen. Es gab mal eine Reportage bei Halligen. Da gibt es halt auch die Leute, die dann dort anrufen, wenn dann da irgendwie Sturmflut angesagt ist, um sich den Pegelstand geben zu lassen, um Ja, zu wissen, wie es jetzt ausschaut. ja gut, also die Pegelansage sagt mir ja nur den tatsächlichen Stand, ja, und nicht das, was erwartet wird. Da gibt es dann andere Seiten für, da kann man dann auch beim BSH im Internet nachschauen. Aber für uns ist es natürlich ganz gut. Ich weiß, dass wir ablaufend Wasser haben. Das sieht man dann anhand dieser Tide-Kalender. Ja. Und dann gucke ich halt, ne, und dann schaut man halt. So, dann müssen wir den einmal durchlassen. Ich weiß nicht, wo er hin will, aber ich glaube, der geht hier. In den Niederhafen rein, aber wir gucken. Er geht aus Speicherstadt. Rechts vor links. Ja. Und Ist also er kommt vom Hauptfahrwasser. Von der Vorfahrtsstraße halt. Also im Prinzip so wie auf der Straße auch, Ja. gelten hier die Verkehrsregeln Ja. ebenso. Kann man das tatsächlich alles so übertragen, rechts vor links und diese Geschichten und Vorfahrtsstraßen? Und Ja. Also kann man grob, ne, so sagen. Das gibt erstmal grundsätzlich die Regelung, ne, dass wenn jemand von Steuerbord kommt, der Vorfahrt hat. Und dann gibt es aber auch noch so Sachen wie zum Beispiel, wir müssen nachher mal gucken, ob wir durchkommen nachher bei den hinteren Brücken, sonst müssen wir ein bisschen warten. Da gibt es natürlich immer noch die Regelungen so von wegen, dass es eine Hauptstraße gibt, das ist die Norderelbe und die Unterelbe. Ja. Und dann gibt es Nebenfahrwasser,
Ne? Das ist meistens immer da, wo große Containerterminals sind, wie zum Beispiel den Vorhafen oder auch der südliche Reihersteg, der ist tatsächlich auch ein Nebenfahrwasser. Die Süderelbe mit dem Kühlbrand. Ich meine auch die Einfahrt nach Finkenwerder ist auch ein Nebenfahrwasser. Und da guckt man halt, ne, immer, wo es so passt. Das hat auch immer ein bisschen mit den Verkehrsströmen auch ein bisschen zu tun, da wo es auch Sinn macht. Also wenn man ein bisschen logisch denkt, dann weiß man, okay, dass man da halt Vorfahrt hat. Ja, wir gucken natürlich nicht immer nur nach dem Pegel, wenn wir in irgendwelche Ecken reinfahren, sondern wir suchen uns dann auch so Landmarken aus. Ne? In dem Fall ist es rechts jetzt die Mauer, wo Schutenkästen zu sehen sind. Das sind diese Einschnitte mit den Ösen, ja, wo man dann eben halt auch ganz gut sich mit einem P-Haken fortbewegen kann. Haben wir hier auch schon mal. Ich glaube, berichtet. wo ist Justin? Justin hat den Chat? Nee. Ich habe den Chat. Ja? Ah, du hast ihn, okay. Ich würde nämlich gleich mal ein bisschen gucken. Weil Bettina ist 3,5, Anita ist ein bisschen niedriger. Wir fahren schon langsam, dann passt das. Ja, wenn es knirscht, noch 1 Meter, ne? Genau. Also bei der Brücke ist das kein Problem. Ja, das ist natürlich alles schon ziemlich Premium, also das sieht toll aus. Ja. Das ist Also ein gerade anderer so. Schnack als am Sonntag. Ja, definitiv. Plötzlich klart das alles auf und wir stehen da mit unserem Talent. Ja. Ne? Ich habe dann auch mal Zeit gehabt, bei euch reinzugucken. Aber du die hattest ja Walks spontan mit frei. euch, ja genau, die Walks mit euch, die sind natürlich echt immer super schön klasse auch. Mach ich immer gerne reingucken. War knapp. Ja, und ja, hinter die Kulissen, machen wir hier ein bisschen leiser. Ja, hinter die Kulisse ist natürlich dann auch, ne, wenn ihr da mal bei uns irgendwelche Fahrten bucht oder wie auch immer, dann landet man natürlich nicht bei uns am Vorsitzen, sondern da landet man tatsächlich da oben, rechts, die mittlere Feuertreppe von den dreien. Aha. Und dann die Etage, die zweite von oben. Das ist euer Da Büro? sitzt dann Klaus, da sitzt dann auch Birgit und Anita und Jan, wenn er nicht am Ponton Dienst hat. Die hätten ja jetzt auch mal winken können, oder? Ja, die wissen nicht, dass wir vorbeifahren. Klaus ist da ja immer so offen für. Ja, die Zeit ist einfach viel zu kurz, um alles zu machen. Ja, hier ist noch nicht so schlimm, die hinteren sind interessant. Pikhuben und Neuer Wegsbrücke, die werden spannend. Ja, ein Stadtrundgang. Ja, da freut man sich. Ja, Da wird gewunken. genau. Ja, für Edgar Wallace Stimmung könnte das noch ein bisschen nebliger sein, oder? Ja, so ein Tucken, ne? Aber auf der anderen Seite, wenn man schon mal die Gelegenheit hat, Fahren wir so durch so einen Speyer Fleet zu Stadt fahren, durch. ist natürlich Ja, trotzdem eben. schön, ne? Also, Genau, ist schon mal die Voreinstimmung dann für die Fleetfahrt. ja, da gibt es ja auch gar nicht so viele, die das bei euch machen, ne? Oder kommen Nee. da jetzt mehr dazu? Ja, Also ich weiß, dass du das machst. Jetzt kriegst du ein neues Bugstrahlruder, damit es noch besser funktioniert. ja, das alte war ja in Ordnung. Da gab es eben halt nur so ein bisschen andere Geschichten halt. Ne? Manche Bugstrahlruder haben Kohlen und die Kohlen, die stauben leider. Und die Bugstrahlruder sind bei uns im Technikraum untergebracht und der Staub ist nicht gerade förderlich, ne, für die Technik, die Ja. dann da unten ist. Es kann Ja. dann mal sein, dass ein Wandler da mal erneuert werden muss, nur wegen den Kohlen oder auch die Heizung zum Beispiel. Das sind alles so Sachen, die dann anfällig halt Ja. sind. Ne? Und Feinstaub ist in keinster Weise gut halt. Nee, das kann ich mir Und vorstellen. da haben wir jetzt versucht, eben halt eine andere Lösung zu bekommen und versuchen jetzt ein neues Bugstrahlruder einzubauen. Ob das funktioniert, wird sich dann in der Praxis zeigen.
Aber normalerweise ist es ja so, dass wir alle so fahren können sollten, auch ohne auszukommen. Ne? Ich sage immer im Buchstrahlruh, da ist Arbeitserleichterung und Zeitersparnis. Ja. Und die Anita, die lässt sich super easy fahren. Also die dreht auf dem Teller. Ne? Sagen wir, wenn das Schiff auf dem Fleck dreht, die hat einen sehr geringen Wendekreis. Und bei den Neubauten ist es aber ein bisschen anders, also bei den Komfortschiffen. Wie fahren wir denn jetzt eigentlich? Fahren wir da am Wasserschloss noch vorbei? Ja, Oder? Einzige Möglichkeit, um aus der Speicherstadt wieder rauszukommen, weil hier zurzeit in der Speicherstadt viel gearbeitet wird. Ne? Zum Beispiel hier rechts wird die alte Maschinenzentrale wieder aufgebaut. Und hier finden zurzeit auch sehr viele Sondierungsarbeiten statt. Wir haben jetzt Hochwasser, da sieht man das nicht so gut. Ja. Beim mittleren Wasserstand kann man aber auch sehen, dass viele der Keimauern einfach kaputt sind Ja, im gut, Laufe ist der das- Zeit. Und Wasser Ja. hinterlässt dann auch irgendwo seine Spuren. natürlich. Ne? Ja. Könntest du eventuell das Schiff hinterher quasi mit Bug voraus zum Wasserschloss legen? Ja, natürlich. Dann würde ich für Paddy nämlich ein schönes Bild machen. Ja. Würde ich mich hinten reinstellen und einmal das Schiff entlang, sodass wir das Wasserschloss vorne vorhaben. Willst Ja, du das Schiff klar. mit drauf haben? Ja, Ja, klar. so als Magst du mir gleich noch mal das Mikro geben? Das wäre Ich möchte jetzt, noch einmal auf den Chat eingehen. selbstverständlich. Dann mache ich mich da Kannst hinten du auch gerne meins dann haben. irgendwann bereit. Soll ich dir das anklippen oder geht das alleine? Ich glaube, ich kriege das hin. Sehr schön. Ja, ich wollte noch mal ganz kurz auf den Chat eingehen. Es ist natürlich heute jetzt nicht ganz so einfach, die Fragen im Chat mitzulesen und zu beantworten, aber zumindest möchte ich mal kurz ein paar Dankeschön hier loswerden und ein paar Grüße, denn hier ist schon wieder eine ganze Menge aufgelaufen. Ich muss erst mal gucken, wie weit ich überhaupt zurück muss. Oh Gott, Leute, hier ist ja... warte mal, wo bin ich denn eigentlich hier? Oh... Die hinter die Kulissen-Chats sind immer, Streams sind immer super spannend. Ne? Ist ja auch wie wenn ihr bei Fairplay unterwegs seid. Genau, der Henning, der hat nämlich 10 € Superchat dagelassen. Vielen Dank. Kraftstoffübernahme, schreibt er. Rauchen an Oberdeck sowie in den Quer- und Längsgängen verboten. Danke, Henning. Merdiana feiert 10 Monate auf der Reeperbahn. Ganz lieben Dank. Dann der Jean-Luc ist jetzt auf der Speicherstadt dabei. Und er ist 1 Monat dabei und er schreibt einfach super spannend heute Morgen. Danke, danke. Bender 0815 lässt einen Prime-Sub auf Twitch da. Herzlichen Dank an dich. Michael, 20 Monate Fischmarkt. Und er sagt einfach Daumen hoch für solche Streams mit solchen Leuten. Andi, der Sattelschlepper aus der Schweiz, kommen wieder 5 Schweizer Franken für den Morgenkaffee. Dankeschön. Melli schreibt, lässt einen Sub da auf Twitch. Melli, ganz lieben Dank. Dann der Pirater Bernie mit 3 € Superchat. Herzlichen Dank. Die Anzahlung für den Softanker-Schrubber. Ich glaube, und Neffe Krümel 2 €. Bei dem Softanker-Schrubber ist er auch dabei. Also ich glaube, ich muss da... Ja. Guckst du bitte auf das Dach? Dann Comrade mit einem Prime-Sub auf Twitch. Danke dir. Und Agarus lässt ein normales Sub da. Herzlichen Dank. Hä? Ja, aber wir sind ja schon unter. Ja, Ich habe Seepferdchen. ich auch. Ja, Paddy, ich weiß nicht, ob du gucken willst, wie viel Luft wir haben. Ja, also ich muss mal... laut Justin sind das 1 cm und laut meiner, von meinem Gefühl sind das 15 cm. Also es darf uns keiner entgegenkommen, ne? Dann küssen wir die Brücken. Ah von ja, unten. hier. Ist ja auch spannend. Wow, hier. Leben am Limit mit Barkassen Elas. Ey, ich bin Fleetfahrer, ich fahre immer am Limit hier mit den Brücken. So. Na, ein bisschen mehr als 10 waren das, glaube ich, schon. Ja, also siehst da, du? da vertut man sich schnell. 10 cm ist ja nur so. Ja, eben. Das Also ist ich würde schon sagen, dass wir da 20 bis 30 hatten. Ja. Also vom Oder? Gefühl her meine ich auch. Ja, ganz so schlimm war das nicht. Nee. Wasser ist ja auch schon gefallen, ne? Seitdem ich den Pegel angerufen habe. So, weiter geht's hier. Die Rea lässt 100 Bits da und Angie Web 500 Bits. Danke an euch. Nilsi nochmal 2 € für den Hamburg Hafen Live-Besen. Ja, demnächst gibt es auch Putzzubehör bei uns im Shop. Ja, er macht eine, wie heißt das hier, ne? Er macht einen Deal mit Birgit von der Bunkerstadt. Ja, genau, genau. 5 Mitgliedschaften verschenkt. Andi, unser Sattelschlepper. Dankeschön. DJ Olli ist mit 100 Bits dabei.
Danke dir auch vielmals. Und der Radioman im 6. Monat mit einem Prime Sub. Dankeschön. Ja, Fragen, bitte seht es uns nach. Hier ist so viel Action, Ja. wo wir uns selber darauf konzentrieren müssen. Es ist unheimlich schwer, jetzt die ganze Zeit den Chat mitzulesen. Guck mal, hier Aber rechts, da da ist ist jetzt gesperrt, gesperrt, genau. So wie eben auch, was ich ja sagte, in der Speicherstadt wird viel gebaut. Ach, und da hängen sie einfach Und so da eine haben olle sie- Barke runter. Da haben sie noch extra eine Barke vorgehängt, weil es gibt ja Mitbewerber, die sagen, ach, da ist gesperrt, da passiert nichts. Aber wenn du durchguckst, da siehst du ein blaues Fahrzeug. ja, genau, Kannst du genau. erkennen? Da finden Sondierungsarbeiten statt. Ne? Also da wird der Untergrund geprüft. Eventuell auch Blindgänger gesucht, ne? Weil Hamburger Hafen wäre ja zu 90% zerstört, Speicherstadt zu 60% zerstört. Und wenn irgendwelche Baumaßnahmen im Hafen sind, dann muss ja vorab immer erstmal eine Sondierung gemacht werden. Ja, aber guck mal, das sind alles so Informationen, ne? Ja, Kriegst du sonst nicht. nee. Es sei denn, man macht hier eine Barkassenrundfahrt mit euch. Ja, obwohl wenn man da überall drauf eingehen würde, dann würde das dann auch irgendwann die Unterhaltung sprengen. Ne? Ich sage manchmal ganz gerne, dass halt hier eben gearbeitet wird, eben durch die Containerisierung, ne? Sind ja die Schiffe größer geworden, dann hat sich die Elbe anders verhalten, ne? Das Strömungsverhalten, der Tidehub hat sich verändert, Niedrigwasser ist 1 Meter niedriger, Hochwasser 1 Meter höher. Und das macht sich natürlich an den Fundamenten bemerkbar. Ne? Die Statik ist einfach verändert worden und da muss man jetzt gegensteuern. Und das wird gemacht. Also bis vor ein paar Jahren haben sie auch immer regelmäßig hier die Fläche gebaggert. Ne? Gerade hier das Wandrahmenfleet neben uns. Und da geht man jetzt von ab, ne? Weil die einfach sagen, wir wollen das nicht mehr, wir wollen, dass der Druck an den Mauern erhalten bleibt. Und wenn man baggert, dann ist der Druck an den Justin? Mauern weg und dann stürzt dann irgendwann alles Kannst du mir mal den ein. Router geben, der da vorne auf dem Armaturenbrett liegt? Oder kamen rein und fahren dann quasi jetzt gleich Wir machen mit jetzt eine dem Rad wieder raus. wir machen eine 360-Grad-Drehung und fahren dann geradeaus raus, also über die Pockenmühlenbrücke. Okay, das heißt, ich stelle mich jetzt hinten rein Ja, und du legst dich ich mache erstmal 180-Grad-Drehung. perfekt. Na, dass du mit dem Bug Mit zum Schiff. Wasserschlösschen bist. Ach, drauf. Genau, ich Danke. mache schön langsam. Super. Ich bewege mich mal auf Stellung. Okay. Also Ben möchte jetzt auf Fotostation. Ah, das will er von hinten machen, okay. Jetzt sind wir beim Wasserschlösschen. Und da hinten kommt Ben raus. Ah, jetzt noch Fototermin mit der Barkasse. So cool, was Elas hier wieder möglich macht. Wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn ihr in Hamburg seid und eine Hafenrundfahrt machen möchtet. Dann schaut doch mal bei Barkassen Elas vorbei. Kleiner Familienbetrieb, super liebe und nette Leute. Ihr merkt das hier an Claudia. Wäre ein schönes Dankeschön. Tja, der Blick aufs Wasserschlösschen ist zu jeder Tageszeit, zu jeder Jahreszeit, ne, zu jeder Wetterlage immer wieder schön. Natürlich besonders eindrucksvoll, wenn die Lichter angehen hier in der Speicherstadt. Ja. Wenn man dann eine tolle blaue Stunde hat oder was natürlich auch sehr eindrucksvoll ist, wenn man dann mal Eis hat hier in der Oh, super schön. Speicherstadt. Ja, ich mache schon gar nicht mehr so die Frontale, ich suche mir immer Details raus. Ne? Dass Ja, man dann nur ja. das rechte Fleet nimmt oder hier den Kessel da avisiert. Das ist auch mal ein schönes Motiv. Aber das geht dann eben halt nur vom Wasser aus. Ne? Die meisten stehen ja hinter uns auf der Pockenmühlenbrücke zum Fotografieren. Aber alle, die jetzt auf der Brücke stehen, kriegen ein schönes Bild mit der Anita. Ja,
Genau. Hier ist noch eine Frage, ob Hunde mit aufs Schiff dürfen. Ja, Ja. Also der Hund muss es natürlich mögen und da Bock drauf haben. natürlich. Aber von Elas aus Ja, gibt es da kein No-Go. wir haben oft Hunde mit an Bord. Ist natürlich immer die Frage, ob man den Hund das antun möchte. Ne? Bei Anita ist ja relativ viel Platz. So bei manchen Schiffen ist es ein bisschen enger halt. Also ich weiß, unseren Hunden Genau. würden wir damit keinen Gefallen tun, aber es gibt ja Genau. Hunde, die sind so Pflegeleicht. schmerzbefreit Genau. und die machen wirklich alles mit. Ja. Deswegen sage ich ja, ne? Das muss man dann von Hund zu Hund auch entscheiden. Und das weiß der Hundebesitzer eigentlich immer am besten, ne? Was er mit dem Hund machen kann. Das ist die Brücke, wo wir unseren Walk am Sonntag gestartet hatten. Das ist die Poggenmühlen oder Mühlen? Nee, Mühlen, ne? Mühlen, ja. Poggenmühlenbrücke. Das ist ja quasi einer der absoluten Foto-Hotspots in Hamburg. Von da aus Genau. kann man das Wasserschlösschen sehr schön fotografieren. Und ja, wer Bock hat, andere Fotografen zu treffen, also zum Sonnenuntergang triffst du da immer jemanden. Natürlich. Obwohl ich muss mittlerweile sagen, ich finde auch vormittags ganz schön hier zu fotografieren, weil dann die Sonne gegen die Speicher scheint. Ne? Dann ist das nicht so dunkel. Gerade so im Winter ist es immer ganz toll. Ja, rechts finde ich auch ganz super schön gemacht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ne? Da wird der Speicher restauriert. Und wahrscheinlich damit die Fotografen, das ist meine persönliche Vermutung, nicht nur alles eingerüstet haben, ne? Auch ein bisschen Beleuchtung ist, haben sie da mal in den Speicher abfotografiert und ein Plakat vorgehängt. Ja, das ist eine riesige Plane, Ja, die bedruckt ist und die Fassade 1:1 dann abfotografiert. nachempfindet. Justin muss noch mal gucken, wie es mit der Höhe aussieht. Das sieht super aus. Aber ich glaube, wir sind jetzt... Ich glaube, wir haben ablaufendes Wasser auch, oder? Ja. Ja, man sieht es auch ganz gut an den Mauern, ne? Wenn man das vom Anfang des Fletes vergleicht. Ich sag mal gut 10 cm niedriger jetzt. Oh. Ui, 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 ui. Nicht erschrecken, gibt auch einen Anita-Typhon. Das heißt einfach, Achtung, wir kommen, weil es hier schlecht einsehbar ist Genau. durch die hohen Mauern an der Seite. Kommt aber kaum einer rein, ne? Wo soll er hin? Und da wird auch gearbeitet. Da ist Knot im Einsatz da hinten. Ja, es sieht aus, als wenn sie an den Dalben arbeiten. Es gibt immer viel zu tun im Hafen. Ja, abgefahren, habe ich ja gar nicht mitgerechnet, dass wir hier noch eine kleine Speicherstadt-Rundfahrt bekommen, oder? Träumchen, Ja. oder? Und, ist gut, gefällt dir? Ja, Ja, ist nicht so schlecht. Ja. Und was ist so eine Großschiffsführer? Ne? Ja. Jo. Ja. Gut. Hat doch funktioniert. Genau, aber gleich der Nachwuchs rekrutiert. Ab wann kann man Praktikum bei euch machen? Ja, Praktikum, ich sag mal 16 Jahre oder so halt. Ne? Schülerpraktikum haben wir ab und zu. Ja, ich glaube, es gibt da schon irgendwie so die magische Grenze von 16. Ja, Also hört man bei vielen Betrieben, die so in der Seefahrt tätig sind, dass ja, 16 das hängt ja da- auch mit den Arbeitsschutzgesetzen und so auch zusammen. Und gut, wenn sie unter 18 sind, dann dürfen sie natürlich auch nicht länger als bis 8 arbeiten und nicht mehr als 8 Stunden und alles. Und manche fangen ja auch schon relativ früh die Ausbildung an. Problem ist natürlich, wenn man zu früh anfängt, dann wird man auch zu früh fertig, gerade wenn man dann auch noch gute Noten hat, verkürzen möchte. Dann hängt man in der Personenschifffahrt so ein bisschen in der Schwebe, ne? Weil den Personenbeförderungsschein kann man erst mit 21 machen. Okay. Ah, okay, das heißt, man muss dann quasi überbrücken und Ja, die Zeit dann genau. irgendwie hochschlagen. Genau. Also es gibt Kollegen, die damals bei der HADAC gelernt haben und die haben dann damals, dann, um die Zeit zu überbrücken, dann halt einen Schiffsmechaniker oder sowas halt gemacht, ne? Haben sich weiter fortgebildet und sind dann auch halt zur See gefahren halt. Also ich sag mal, Hafenschiffer ist nicht das Ende der Leiter, ne? Der Karriereleiter.
Jetzt geht's zurück. Jo, es geht zurück. Das war jetzt quasi eine kleine Spaßtour hier für uns. Genau. Das ist nicht, ist nicht Routine, dass man immer morgens einmal durch die Speicherstadt fährt. Nee. Großfahrt. Genau, extra für die Community, na, als richtig Entschädigung cool. Richtig für den Nicht-Nebelwalk am Wochenende. Und Speicherstadt ist ja mein Lieblingsrevier auch. Ist einfach so immer wieder schön lang zu fahren. Hier fliegen auch schon die Elas-Emojis im Chat. Wir Ja, haben ja eine kleine Elas-Flagge als habe ich schon gesehen. Emoji. Ja, dann Ja, haben wir auch ja noch ein gleich schönes Souvenir, so eine Elas-Flagge. Ja, Könnte man ja mal für einen Zweck versteigern, sowas. ja. Aber da müssen wir mal mit Klaus sprechen. Der hat bestimmt Muss noch Klaus welche. mal eine kleine Auflage Ja, machen. macht er bestimmt. Spaß mit Flaggen. Genau. Wer kennt es? Ich hörte davon. Ja, genau. Überraschungspaket, ne? Fragt ihr da eure anderen Partner nochmal nach hier, die auch ein paar Flaggen ins Rennen schmeißen. Und dann kann man die ersteigern. Driften wir hier richtig durch den Kanal, ne? Ja, ich nehme natürlich so ein bisschen auf die linke Seite, weil da die Brücke höher ist halt. Aber auch durch die Ebbe, die treibt uns ja in die Außenkurve rein. Ja, hier ist nochmal so eine allgemeine Frage, was denn eigentlich früher in der Speicherstadt so gelagert wurde. Das ist natürlich eine Frage für Ben, der hat gerade kein Mikro, aber das waren halt sehr viel Gewürze waren das, ne? Kaffee, viel Kaffee, Kakao. Kolonialwaren, Kakao. generell Kolonialwaren. Kolonialwaren. Genau. Hochwertige Güter. Teppiche natürlich auch schon Ja, die immer, sind- bis ja. heute Teppiche. Genau. Rohseiden wurden gelagert. Ne? Und zum Schluss hat man dann nachher auch später Elektronikartikel hier untergebracht. Und ja, ich sag mal, alles, was teuer und gut war. Achtung, Entenjagen. Ja, War das Jürgen von der Lippe, der gesungen hat? Betrunken macht Entenjagen doppelt so viel Spaß. Ja. hier wird auch gearbeitet Ja. links. Hier ist noch eine Frage, gibt es eine Geschwindigkeitsbegrenzung? Ja. Ja, gibt es ja generell. Gibt's. Also im ganzen Hafen. Hat die Ja. Speicherstadt nochmal eine extra, eine eigene? Ja. Das Randgebiet, ne? Da sollte man immer so fahren, dass man keinen Sog- und Wellenschlag macht. Also langsam fahren und hier in den Fläten gibt es auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Weil ich so direkt gelesen habe, 4,8 Knoten nur, ne? 4,8 Knoten sind knapp 8 km/h dann, ne? Ja. So, ja, genau. Und ich glaube, draußen im Hafen haben wir irgendwo 20 km/h. Ja. genau 20 Ja, km/h oder knapp über 22. Mhm. Knoten erlaubt, ja. Irgendwie für sowas. Uns Gewerbliche, für die Private sind sogar nur 12. Aber für die Ripiraten gilt gar nichts, denn die haben eine Sonderberechtigung, weil die keinen Tiefgang haben. Deswegen dürfen die so schnell fahren, wie sie wollen eigentlich. Ach, die Ripp-Piraten? Ja, man wundert sich schon immer, warum die so durch den Hafen heizen. Aber das ist ja interessant mal zu hören, dass die eine Sondergenehmigung haben. Das hat unser Lehrer so gesagt, dass sie Ah, eine okay. Sonderregelung haben, dass die so schnell fahren dürfen, wie sie wollen, weil es halt Speedboote sind. Oder halt Ja, aber im Hafen dürfen die auch nicht so schnell fahren. Die Ja, dürfen erst Gas geben, wenn sie außerhalb von der Hafengrenze sind. Ne? Also bei Wedel und so, genau. Das heißt, draußen fahren sie 14 Knoten. Ja. Circa. Im Die fahren bis zu 100, ja, im Hafen fahren die keine 40 Knoten. Nee. Nein, die fahren auch langsam. Also schneller als wir, die geben auch mal Gas, das ist klar, ne? Aber die fahren keine 40 Knoten. Die fahren draußen 40 Knoten, bis so, ich glaube 90, 100 Stundenkilometer. Das ist auf dem Wasser aber schon ganz beachtlich, ne? Ja, Auf Das dem Wasser erklärt kommt einem natürlich vieles auch. schneller vor. ja. Erklärt natürlich ja auch, warum die so viel Geld halt für ihre Tickets nehmen, ne? Weil da auch ordentlich viel Sprit verpulvert wird. Und wenn wir hier so einen langsamen Fahrt fahren, ne? Fleetfahrt oder Speicherstadt und so, dann verbrauchen die Maschinen ja auch nichts. Ach, jetzt sind wir gerade an der Flussschifferkirche vorbei. Da sieht man sie noch im Hintergrund mit dem Ankerkreuz oben auf dem Dach. Auch voll schön. Da nebenan kann man auch essen in dem Kirchencafé. Das wusste ich auch noch nicht. Auch ein kleiner Insider dann. Ach, in der Flussschifferkirche? Da nebenan, der Nebenan Ponton. ist ein Café. Ja, also ein Super Tipp. Ja. Kannte ich auch nicht. Also tagsüber, ne? Wir haben dann so Mittagszeiten. Ja, jetzt fahren wir zurück und dann Ja. will Dann Justin gucken wir noch mal. einmal
Spleißen, ne? Eine Runde spleißen. Ja, genau. Ich habe das Spleißen das erste Mal gesehen, als ich auf der Kuala Lumpur Express war, 2012. Und die hatten tatsächlich eine gebrochene Leine über Ja. Nacht, weil da Sturm war, hatte sich losgerissen. Und nächsten Tag hat dann die Crew also tatsächlich diese Leine abgeschnitten, neues Auge reingespleist. Ja. Was natürlich bei den Aber bei den großen Apparaten. Bei den Leinen für Containerschiffen ist das natürlich schon wirklich eine Herausforderung. Ja? Ja, natürlich. Aber das hat mich echt fasziniert und einige Jahre später bin ich dann irgendwann, habe ich mich damit beschäftigt, habe mir ein paar YouTube-Videos angeguckt und dann dachte ich mir, Mensch, das kann man auch mit dünnen Leinen machen und habe dann Natürlich. angefangen, daraus Kameragurte zu basteln. Hier, sowas, ne? Ja, genau, sowas. Also ich kann sie echt empfehlen. Also ohne dass wir uns jetzt kennen oder sowas, sind wirklich top. Es ist halt eine faszinierende Technik, weil im Grunde genommen wird da nichts getackert, geklebt, Es wird genäht einfach oder nur so. verflechtet, ne? Und ich glaube, der Fachbegriff dafür ist eine kraftschlüssige Verbindung. Das heißt, im Prinzip wird das Ende der Leine wieder in sich selbst eingeführt, eingeflochten. Und in dem Moment, wo Zug oder Belastung auf die Leine kommt, zieht sich sie halt das alles fest. zusammen und dann hält das bombenfest. Und wenn Ja. ihr das mal bei Wikipedia nachlest, es ist sogar so, dass der Spleiß selber eine höhere Festigkeit hat, kommt natürlich auf den Spleiß an, es gibt unterschiedliche Spleiße, hat eine höhere Festigkeit als die Leine selbst, beziehungsweise als wenn man es knoten würde. Ja. Ja, also ein Knoten nimmt wohl eher Festigkeit raus. Ich meine, ich kann es mir schon vorstellen, ne? Dadurch, dass die Leine quasi mit sich selbst verbunden wird. Das ist ja auch ein doppelter Querschnitt halt, ne? Hier ist nochmal die Frage, ob es eine Fahrt für die Community zum Saisonstart gibt. Kann man drüber reden, oder? Ich denke, da können wir drüber reden. Genau, Wir sind ja auch mit Leon und mit Jan in Kontakt. genau. Aber da warten wir schon, bis es wieder so Ja, ein bis bisschen, es ein bisschen wärmer ist. netter und, ist. Genau. Wobei hier an Bord ist ja Haben wir Heizung. auch immer schön gemütlich. Ja. Ist nicht ganz so warm wie zu Hause, weil einfach die Schiffe nicht ganz so isoliert sein können wie zu Hause. Aber wenn man die Türen zulässt und so, dann passt das schon. Man kann hier auch die Befeuerung von deinem Schiff sehen, ne? Ja, Spannend. ja. Ist das drauf? Die Befeuerung, Ja. ja, zeig mal einmal nur mit dem Finger bitte drauf. Also da sieht man genau, wie Überwachung, genau. die Lichter gesetzt sind. Was ist noch für Effekt hier? Ging auch schon mal besser. Und die Fletfahrt haben wir schon geplant, die gibt es ja im Winter nicht. Die wollen wir aber gerne zum Saisonauftakt machen. Das ist meistens so Ende März, Anfang April. Dann ist hier noch die Frage, das rote Schiff im Hintergrund. Das ist ein altes Feuerschiff, mittlerweile umgebaut zu einem Hotel und Restaurant. Kann ich euch gleich mal zeigen, wenn wir rausgehen. Ich gehe immer auf die andere Seite. Soll ich mal aus dem Picknick gehen? Nö, passt. Altes Feuerschiff, da könnt ihr sehr lecker essen und ich glaube, die haben sogar Hotel. Hotel, ich glaube 7 oder 8 Kajüten haben die, Ja. wo man dann auch übernachten kann. Weniger, aber sehr schön eingerichtet auch. Und auch gar nicht so teuer für die Hamburger Lage. Und für die Location natürlich Ja. 1A. Ja. Und da sind wir auch schon wieder. Stefan M., herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal, ein neues Fischmarktmitglied. H. Adam, 10 Euro Superchat. Liebe Grüße aus Schiffdorf an die ganze Besatzung. Danke für deine Unterstützung. Sven mal wieder. Mensch Sven, ganz lieben Dank. 20 Euro. Vielen Dank für den sehr schönen Stream heute und natürlich auch ein Dankeschön an Claudia und Elas. Danke dir.
LML Lefmanu ist auch wieder dabei, im 6. Monat auf Twitch mit einem Sub. Herzlichen Dank. Und Nilsi sagt 5 Euro Superchat. Eine Community-Fahrt beim Hafengeburtstag wäre auch was Feines. Ja, das wäre in der Tat fein, aber Nilsi, ich fürchte, wir haben auf dem Hafengeburtstag so viel auf dem Zettel mit Livestreams und so weiter, dass das nichts wird. Aber ihr könnt euch natürlich verabreden und ich sag mal, ich schätze mal, dass es da auch irgendwas geben wird von Elas. Ja, Ein- und Auslaufparaden. Genau, und ihr könnt natürlich einfach mal die Kasse entern. Genau, einfach anfragen im Büro. Ne? Ja, also verabredet euch und Genau. sagt doch einfach, hey, wir treffen uns auf der Elas-Barkasse zur Einlaufparade oder Ja, so. zum Beispiel. Okay. Ja, auch im Internet mal nachgucken, was da an Fahrten angeboten werden. Ja, also Fleetfahrten werden wahrscheinlich nicht so viel am Hafengeburtstag sein, weil wir da eben halt ja auch alles für draußen brauchen. Ja. Jetzt wollen wir noch eine Leine klar machen. Jetzt wollen wir eine Leine spleißen, genau. Okay, das weil wir macht- haben ja gesehen, na, wie das aussah, nicht so gut mit der einen. Und Jetzt kommt eine richtig schöne neue Leine. jetzt kommt eine schöne neue Leine. Ich hoffe, Justin, du kannst takeln. Und wenn du nicht takeln kannst, dann gehst du ganz schnell mal zu Matze und lässt dir einfach mal ein Band geben. Ja, ich kann das noch nicht. Ich gehe mal zum Matze. Ja, genau. Ich nehme nämlich immer die einfachen Taglings, die hier. Also die Frage ist, das einfache Takling, auch genannt Gaffer-Tape. Ja, also so ein Panzertape hält eigentlich alles. Ja. Panzertape hält alles, aber ich habe auch tatsächlich Takelgarn da. Und, aber ich habe keine Nadel dazu da. Müsste ich jetzt Also auch die noch Frage ist gucken. natürlich, wie kommt ein Auge ans Ende von der Leine? Das Auge, das kann man dann ja über den Poller werfen. Und Genau. wer sich das schon mal angeguckt hat, der wird sich dann natürlich fragen, wie kommt das zustande? Und dafür wird halt im Prinzip die ganz normale Leine genommen. Und das Ende dann quasi wieder in die Leine eingefügt oder eingeführt. Das Ganze nur durch Zug hält das an alles. Und mit diesem sogenannten Takelgarn wird das dann nochmal zusätzlich gesichert, damit es sich nicht versehentlich lösen kann, falls mal kein Zug auf der Leine drauf ist. Ich hoffe, ich habe das so ungefähr Ja, nee, das richtig Takelgarn, erklärt. das machen wir hier am Ende ran. Ne? Da Ach so, wo damit's jetzt nicht hier noch, aufgeht. damit es nicht aufrüppelt, genau. Ah, okay. Na, man kann dann hier nochmal so als Hilfe abbinden, brauche es aber eigentlich nicht. Ich mache immer ganz gerne hier unten nochmal so hilfsmäßig rum und binde dann die 3 Enden ab. Ne? Das kann man natürlich jetzt ganz schick machen mit einem Takelgarn. Wir wollen das aber schnell machen, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben und deswegen nehmen wir jetzt Panzertape. Und die Leinen, Okay. die halten auch nicht so lange. Und dann kann Justin das dann nachher im Laufe des Tages dann nochmal mit Takelgarn dann Kann er schick noch mal machen. in Ruhe genau. machen. Dann kommen wir nochmal wieder, wenn Justin im zweiten Lehrjahr ist. Ja, ich habe eigentlich gedacht, dass du dann takelst hier. Ja, ich kann ja nur, Ja, kann das ja mal genau. zeigen. Also ich kann ja, das Einzige, was ich kann, ist halt. Soll ich das noch nehmen, oder? Nee, ich wollte die. Ich Er wollte wollte, das. genau. Genau, also das sind hier diese Ja. Kameragurte, die ich mache. Das ist natürlich von der Dimension überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was hier an Bord passiert. Aber das Grundprinzip ist natürlich ein ähnliches. Das heißt, das Ende wird wieder eingeführt Genau. in die Leine und da ist dann halt weder was genäht, getackert, geklebt. Und mit diesem Takelgarn, das ist hier bei diesen Kameragurten natürlich in erster Linie Dekoration, aber halt auch, um das Ganze nochmal so ein bisschen zusätzlich zu sichern. Genau. Und kommt natürlich aus der Seefahrt und ich finde das sehr spannend. Das ist halt ein sehr schönes altes Handwerk. Ich liebe Und, sogenannte Fancy Work. Also Spleißen ist ja jetzt nicht direkt Fancy Work, ne? Aber vielleicht kennt ihr noch so die alten Makramee-Knoten, die Plattlinge, ne? Oder auch, manche kennen vielleicht noch so von den Kindern die Scooby-Doo-Knoten, die viereckigen Schlüsselanhänger. Ne? Das ist alles aus der Seefahrt, das haben die gemacht, wo die Seeleute damals Langeweile hatten, wenn sie Flaute hatten. Und dann haben sie natürlich noch kein YouTube gehabt, konnten nicht HHL gucken. Und dann mussten sie ja irgendwie die Zeit totschlagen und dann hat man halt Fancy Work gemacht. Ja, mein Opa hat damals auch so ein So die ein Knotentafeln, Knotenbrett gehabt, genau. tatsächlich, bei sich zu Hause im Partyraum. Ja. Das sind dann halt so Sachen, ja. hier ist noch Seefahrt. kurz ich habe noch die Frage aufgeschnappt, ob denn eigentlich jeder Hans und Franz im Hafen mit dem Boot rumschippern darf. Naja, also ich sag mal, das Minimum ist natürlich ein Sportbootpatent, Sportbootführerschein. Ja, Na, Sportbootführerschein. Hamburg ist
ist so ein kleiner Sonderfall. Es gibt ja den Sportbootführerschein Binnen und See. Ja. Und ich meine, hier gibt es irgendwo also der Hafen ist, glaube ich, See. Hafen Ist See und ab Wedel ist dann, glaube ich, irgendwo Binnen. Ist das Nee, richtig? umgekehrt. Oder umgekehrt? Genau, also Seeschifffahrtsstraße ist ja die Unterelbe. Und die Straße, die gilt bis zu den Norderelbbrücken bzw. bis zu den Süderelbbrücken. Ab da an reden wir dann von Binnenwasserstraßen. Allerdings, man kann mit dem Hafenpatent auch die Binnenwasserstraße fahren. Man muss jetzt auch nicht die ganzen Regeln lernen. Ne? Man schneidet das nur an, was in der Binnenschifffahrtsstraßenordnung steht. Und was wir lernen, ist halt Seeschifffahrtsstraßenordnung und Hafenverkehrsordnung. Na, und die Hafenverkehrsordnung, die ist dann eben halt an die Seeschifffahrtsstraßenordnung angelehnt, die ist so ein bisschen schärfer. Ne, das merkt man zum Beispiel eben halt mit den unterschiedlichen Verkehrsflächen, ne, Hauptfahrwasser, Nebenfahrwasser, sonstige Verkehrsfläche. Und die Nebelsignale sind auch bei uns anders. Ne? Die werden halt öfter gegeben, zum Beispiel wenn jetzt ein Schiff in Fahrt ist, dann hupt es nicht alle 2 Minuten wie auf der See, sondern jede Minute. Und das sind so die groben Unterschiede auch. Und dann gibt es ja auch noch andere Gesetze halt. Ne? Also wie gesagt, ich habe das wo ja man auch fahren gemacht, darf und so. Sportbootführerschein, Genau. wenn ihr das in Hamburg macht, hier so die Yachtschulen, die meisten bieten das auch schon als Kombi an, dass du Ja. gleich See und Binnen zusammen Würde machst. ich machen. Würde ich auch immer machen. Das ist ein Abwasch, das kostet dann ein bisschen mehr. Ja. Und das machst du auch in einer Prüfung dann. Also Ja. am besten dann gleich beides zusammen. Ja, Justin ist Verschwunden, verschwunden. Der dachte sich, ein Kaffee ist auch nicht schlecht. obwohl er den hier an Bord hat. Das ist halt die Jugend. Mal gucken, ob ich das irgendwie so hinbekomme. Gucken wir nicht zu sehr auf die Finger, weil das mache ich sowieso falsch. Die Hälfte der Community sagt, Claudia lernt Spleißen. Spleißen kann ich kann nur nicht takeln. Macht nichts, sieht gerade keiner. Oh, ich habe nichts gesagt. Die Kamera kommt zurück. Kenox ist auch da. Moin, mein Lieber. Ich muss jetzt nur mal hier irgendwie eine Schere oder sowas suchen. Dann können wir das auch erstmal so anfangen. Damit wir anfangen können, ne? Weil Ja. sonst wird das zu spät hier. Ich kann das nachher noch schick machen. Guten Morgen, Morgen. Soll ich das festhalten irgendwie? Oder? Ja, kannst du einmal halten. Ich hol mal eine Schere und dann reicht es auch. Ja. So, kommt. Ich hoffe, ich finde hier eine Schere. Ja, was mit Justin? Haben Sie den jetzt gerade zum Ausfliegen geschickt? Oder? Justin ist out. Der trifft sich. Aber also ich finde diese Frage, ob halt jeder hier im Hafen rumfahren darf, eigentlich schon berechtigt, weil die Schiffe fahren ja jetzt nicht wie auf der Straße, alle hintereinander weg, sondern Wieso haben wir hier manchmal keine hat es ja Schere von an außen Bord? schon so ein bisschen den Anschein, als ob die etwas durcheinander fahren. Jeder macht, was er will. Ne? Aber dem ist ja nicht so. Also es gibt ja schon gewisse Regeln bei der ganzen Geschichte. Und insofern ist die Frage durchaus berechtigt. Aber es macht auch super Spaß. Also sich ein Boot mieten und dann selber durch den Hafen fahren, das macht schon echt Spaß. Oh ja, super. Das passt. Ansonsten Feuerzeug. Sehr gut. Das müsste auch halten erstmal. Ja? Ja, ich denke schon. Das geht ja nur, dass das nicht aufribbelt. Wäre natürlich toll, wenn ich jetzt hier mal ein Messer hätte, aber das liegt auf der Birgit. Ja, Und die siehst du. Birgit ist auf Land. Ich als Dorfjunge habe eigentlich immer ein Messer dabei, aber den Rucksack heute nicht, wo es drin ist. Tja. Justin hat das Spleißen nicht drauf, der drückt sich. Also jetzt muss erstmal das provisorische Gaffer ab. Genau. Da ist der Anfang, guck mal. Und wenn man den Anfang hat, funktioniert es auch. Ja, das können wir auch benutzen, eventuell. Das Problem ist ja, dass die Tower aufribbeln halt, ne? Ja. Also wenn du das jetzt nicht festhältst, man sieht das Sieht schon. man schon, dass Genau, und das ist auch nicht die beste Leine. Das kennen wahrscheinlich auch viele
Guck mal, jetzt machen wir es einfach hier rum und dann du benutzen wir musst das jetzt diese so. 3 unterschiedlichen, Kadele. Kadele sind das, Genau, ne? das sind Kadele. Die musst du jetzt einzeln sichern am Ende, damit die nicht ausfransen. Genau. Soll ich dir sonst helfen, da was rumtüdeln? Ja, das kriegen wir schon hin. Falls jetzt hier Jan oder so zugucken sollte, also Jan Innert, ne? Der wird wahrscheinlich den Kopf über mich zusammenschlagen, aber das ist dann halt so. Wie gesagt, improvisieren wir halt, ne? Wenn Justin Hauptsache, nicht kommt. es funktioniert. Es hält erstmal, genau. Aber wo Justin ist wirklich eine interessante Frage. Auszubildende halt, ne? Der muss die Pausenzeiten einhalten. Ja, siehst du. Weiß Bescheid. Ja. Wahrscheinlich hat er gerade schon mal wieder einen Folgeauftrag gekriegt und sagt, ich muss aber eigentlich zurück zum Schiff. Ja, aber das kannst du mal eben schnell machen. Der kennt es nicht. Ich glaube, der ist einfach verschwunden, weil er nicht spleißen kann. Meinst du, er drückt sich jetzt ganz elegant? Bestimmt. Aber pst. Ist natürlich alles so ein bisschen Übungssache. Also so wirklich. Also das Band rumwickeln, das ist nicht so, ne, mein Ding. Wie gesagt, ich mache das immer mit Panzertape, weil die Taue halten auch nicht so lange. Ne? Also die müssen dann so einmal die Saison spätestens erneuert werden. Ich habe das an der einen Leine gesehen. Und dann könnte man natürlich sagen, ja, es gibt bestimmt bessere Taue. Aber die muss man auch erstmal Aber finden. gut, eine Ich Saison wollte, ist ja schon ordentlich, oder? natürlich. Also ich wollte zum Beispiel pinke Taue haben oder lilane Taue, aber glaubt man nicht, dass es lilane Taue gibt. Und wenn, dann verlangen die so viel Geld, dass man die Sonderfarbe einfach nicht rechtfertigen kann. Aber lila passt doch überhaupt nicht zu. Lila passt wunderbar Überhaupt zu nicht grün. zu Elas. Nö. Aber ich wollte die Farbe haben. Ich will euch auch sagen, warum. Damit mir keiner die Taue klaut. Weil wer fährt schon mit lila Tauen durch die Gegend? Das ist so ähnlich wie die LKWs von Glomp. Die sind ja auch pink. Auch mit den Chassis. Weil die Chassis wohl häufig mal geklaut worden sind. Und damit es einen Wiedererkennungswert gibt, hat man die dann hinterher pink lackiert und seitdem sind sie wohl da geblieben. Ja, So, jetzt werden die ein bisschen auseinandergetüdelt. genau. Bis zu der Stelle, wo auch schon ein Nee, kleines Sicherungstagling dran ist. Genau. Oh, Justin ist wieder Justin ist wieder. Justin! da. Wo warst So. du denn? Kein Takelband, du hast eigentlich alles mitgenommen, wurde mir gesagt. Ja, alles gut. Okay. Das müsste reichen, ne? Für einen Poller. So zum Überhaken. Das wird dann das sogenannte Auge. Dann legt man 2 über das Tau und eine unter das Tau. Dann nimmt man sich eine der Kadelen, dreht das Tau so ein bisschen auf und dann wird da reingesteckt. Hier geht das noch ganz gut mit der Hand. Wenn die dann irgendwann dicker werden, dann. Dann braucht man einen Malspiker. Genau, das ist im Prinzip so ein. So. Ja, wenn man es sieht, weiß man, macht sofort Sinn. Ja, so wie große Nadeln im Prinzip. Genau. Ne? Genau. Jetzt ist der Vorführeffekt. So. Der geht darüber. Also jetzt muss man halt aufpassen und die Enden werden jetzt quasi wieder eingeflochten Genau. nach einem bestimmten Muster. Ja, es ist nicht das beste Tau halt, ne? Ich glaube, ich habe auch schon den ersten Fehler gemacht, wie ihr sehen könnt, weil das Ergebnis, das ist nämlich, der erste Spleiß ist immer das, was so ein bisschen trickiger ist. Ja, der kommt da raus. Der kommt da raus und da, wo der rauskommt, da geht der andere rein. So, und ich glaube, den einen müssen wir gleich nochmal rausziehen. Ja, wenn ein
paar Leute zugucken, dann Dann ist immer der Vorführeffekt, Ist was immer- falsch ist, genau. So, der geht darüber. Und den gucken wir gleich mal, wo der rauskommt. Der ist Besonders falsch. gerne mag, ne? Genau. Ihr seht schon, ne? Kann was nicht stimmen. Es gibt eine Kontrolle, die müssen auf einer Seite rauskommen und der ist weit oben, also den habe ich falsch gesteckt. Nehmen wir wieder raus. Und dann gucken wir, wo der hingeht. So, der geht da rein, der kommt da raus. Drehen wir das Ganze mal um. gibt übrigens auch jede Menge YouTube-Videos über das Spleißen. So Ja. habe ich mir das auch beigebracht, zumindest für meine. Ich kann ja nur Genau. den einen Spleiß. Guck mal, der geht darüber, der kommt da raus, da muss der Also hier wer da reingesteckt irgendwie werden. Bock drauf hat oder wer auch der Meinung ist, möchte sich selber mal irgendwas spleißen, so ähnlich wie ich das mit den Kameragurten gemacht habe, Ja. einfach mal bei YouTube gucken. Das sieht gut aus. Und es gibt auch wirklich sehr, sehr schöne Leinen so im Sportbootbereich. Die sind dann natürlich auch so ein bisschen dekorativer. Eure, die sind ja hier schon so ein bisschen mehr auf Arbeit ausgelegt. Genau, dann gibt es die Kontrolle. Na, wenn man den aufhängt, das zeige ich dann auch immer den Auszubildenden, die müssen alle aus einer Seite rauskommen. Guck mal, In auf einer drei Linie. unterschiedliche Richtungen. Warte mal, ich gehe mal ein bisschen zurück, dann kann man das, glaube ich, gut sehen. Na, sind alle Ja, auf einer Linie. Daran konnte ich eben sehen, dass ich falsch gespleißt habe und habe immer geguckt, da wo der eine rauskommt, wird der andere reingesteckt. Okay. So, und wir spleißen Minimum 4, das ist Vorschrift, und gehen dann noch einmal extra rüber. Und wenn man dann die erste Runde geschafft hat, ist es eigentlich ganz einfach. Dann nimmt man sich eine von den Kardelen, ne, hier über weg, da rein. Also immer über eine andere Kardele rüber. Genau. Nicht über zwei. Nein, immer über eine. Genau. So ein Augspleiß ist eigentlich auch schnell gemacht. Na, ich sage ja, wenn ich das einmal anfange, dann Keiner brauche ich 5 zuguckt. Minuten und keiner zuguckt und das Tau sich ja nicht gerade verdreht. Ne? Das ist, wie gesagt, der Vorführeffekt. Dann passt das ganz gut, aber die Leinen, die sind auch nicht die besten. Also finde ich. Justin hat hier auch so ein kleines Spiekerbuch für. Da ist alles drin. Ach hier, das man das ist macht. Teil der Ausbildung. Ja. Vielleicht. So, guck mal, jetzt hast du ein bisschen Ruhe. Achso, da ist Knoten sind da, aber auch Genau. Spleiße. So, Das ist da wo alles der Teil von der rauskommt, Ausbildung. ne, geht er wieder rein. Okay. So ein Arbeitskollege gegen zur Hilfe. Das ist immer ganz einfach. Ja, wie gesagt, hier, ne? Unsere Knoten halten nicht. Wir schaffen das noch. Sachsen-Uwe sagt auch nochmal Danke für den schönen Stream und schickt 5,99. Uwe, Dankeschön. Grüße nach Chemnitz. Und der Sattelschlepper Andi auch nochmal mit 5 Schweizer Franken. Ich freue mich schon drauf, wenn Paddy mit der eigenen Hamburg Hafen Live-Barkasse mit Rundum-Kameras im Hafen tourt. Ja. Oh, eine Also neue das mit der Idee, von der wir eigenen- nichts wissen. Ja. Also das mit der eigenen Barkasse, das Problem ist ja immer, du brauchst dann auch einen Liegeplatz. Genau. Und das Ganze braucht halt auch Pflege und muss irgendwie unterhalten werden und so weiter. Also selbst wenn man jetzt sagt, man könnte sich so eine Barkasse vielleicht irgendwie kaufen mit einem kleinen Lottogewinn, das, was das nach sich zieht, ist dann, glaube ich, doch nicht zu unterschätzen. Nee. Das denn mal Die Pfleger auch, ne? Ist ja das ja auch zum Beispiel so, die Leute, die hier halt Boote haben, die haben, es frisst viel Geld, es kostet viel Zeit und so. Ist immer ganz toll, aber man braucht auch die Zeit und das nötige Geld dafür. Also ich hatte mal irgendwo aufgeschnappt, es gibt genau 2 Momente als Schiffseigner, die schön sind. Einmal, wenn du es dir kaufst. Und wenn du es verkaufst, wenn du es wahrscheinlich. Ja. Genau. Ja, Das es hat mir auch mal ist ein viel, Freund viel gesagt, Pflege, der, ja. der so ein bisschen in, ja, der etwas größere Sportboote sich dann irgendwann gekauft hat. Ja. So, jetzt haben wir wieder eine Runde. Ne? Wieder die Kontrolle. Ja. Und jetzt sieht man hier auch schon, ne, also es wird hier natürlich so ein bisschen dicker, aber Genau. da sieht man halt sehr schön den Spleiß. Ja. Muss natürlich noch schön gedreht werden und schick gemacht werden halt. Aber
wie gesagt, diese Taue, die sind nicht so schön, die drehen sich immer auf. Aber ich glaube, das Problem, das kennt man in vielen Firmen hier auch. Also es muss in erster Linie einfach funktional sein. Es muss funktional sein, natürlich. Ja, und da kann man vielleicht keinen Blumentopf mit gewinnen, aber einen Blumenstrauß oder so. Genau. Ist nichts für Leute mit Fingernägeln, ne? Die ins Nagelstudio gehen und dann... Also wie gesagt, man könnte dann auch einen Malspieger verwenden, das ist dann ein bisschen einfacher. Hier ist noch die Frage, ich habe gehört, dass man für manche Boote keinen Führerschein braucht. Ja, das ist, ich glaube, PS unter 15 abgrenzen, PS. genau. Ne? 15 waren das? Ich meine auch 15. Genau. Und also ich sag mal, mit dem Ruderboot oder mit dem Kajak oder mit dem Paddel Kann man alles machen, ne? kannst du machen. Da darfst du, glaube ich, auch mit durch den Hafen. Ob das so schlau ist und Muss halt wirklich Spaß macht. weg sein, ne? Ich würde es nicht machen. Nee, also Die können ja auch, wie heißt das hier, Fricken, ne? Wo hinten das Fricken. Paddel Ja, am genau. Heck ist, ne? Und dann Genau. direkt- Das wird ja viel im Museumshafen Övelgönne gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr da schon wart. Hier, ne, bei den historischen Booten. Die liegen ja alle an irgendwelchen Pfählen und da müsst ihr ja hinkommen. Und die haben dann ihre Beiboote und dann fricken sie halt. Ich kann es nicht, aber ich kann mir vorstellen, wie es geht. Ich glaube, das war früher auch Ausbildung, ne, weil man hier Ewerführer gelernt hat. Aber heute wird das nicht mehr gemacht. Ja, aber so sterben solche Fähigkeiten dann langsam auch Ja, aus, ne? genau. aber da ist dann natürlich auch schön, dass gerade auf den Museumsschiffen und im Museumshafen auch viele Dinge am Leben gehalten werden. Ja. Hab ich schon dreimal? Sieht so aus. 3 hast du jetzt? Ja. Ich mache so lange, bis das Tau zu Ende ist. Ja, Raumpatrouille sagt, schöne Knoterei. Stellt sich das gerade mit Stahlseilen vor. Au. Das Prinzip ist aber, glaube ich, sogar das gleiche, nur dass man dann natürlich noch andere Werkzeuge hat. Ja, natürlich. Kommst du da ja auch nicht zwischen. Speisen auch nicht mehr so eigentlich sicherheitsbedächtig ist. Also ist eine Sicherheitsfrage eigentlich schon. Ja? Ja, das wurde uns in der Berufsschule auch gesagt. Eigentlich Also- sollten wir auch Drahtspleißen lernen in der Berufsschule. Das wird aber dieses Jahr auch nicht mehr gemacht, aus dem Grund, dass es einfach nicht mehr sicherheitsbedingt ist und auch nicht mehr so sicherheitsbestandard ist. Deswegen machen wir jetzt alles nur noch mit Kunstfasern. Also das heißt, es ist schwieriger, einen sicheren Spleiß mit Draht herzustellen, der dann auch wirklich hält, als mit Kunstfasern. Und deshalb wird das nicht mehr so gemacht. Das wird industriell vorgefertigt. Das wird dann nicht mehr mit der Hand gemacht. Da gibt es dann, Da gibt es Betriebe, die Ja, dann darauf genau. spezialisiert Ja, sind. genau. Okay. also es wird ja immer noch viel mit Draht gearbeitet auch, ne? Also in der Schleppschifffahrt und so. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das noch so erlaubt ist. Da müsstet ihr dann mal, weiß es ich, wie Jan oder so fragen. Der ist ja da mehr mit beschäftigt halt. Oder eben andere Kollegen, ne? Die hier bei Mayrose oder wo auch immer sind. Oder wie gesagt, eben die HPA-Kollegen, wie ich ja schon gesagt habe, die Aber selbst kennen sich auf da mehr den mit Schleppern aus. sieht man ja auch mittlerweile alles Kunstfaser. Ja, Na, außer natürlich dann auch so wieder die auf Kontrolle. den großen Hochsee. Ne? Nochmal alle vier alle in einer Richtung. Das ist immer eine Ja. gute Kontrolle. Wie gesagt, dadurch, dass sich das Tau aufdreht, ist es nicht so schön zu machen. Aber ich liebe eigentlich Spleißen. Es ist immer so eine schöne Beschäftigung so für zwischendrin. Ich habe das auch schon gemacht, so ne, aus Bock. Wenn ich dann in der Fleetfahrt war, dann habe ich so einen Tau in den Schleusenzeiten gespleist. Die Gäste gucken dann immer gerne zu. Aha. Auch cool. Ja, und wenn ihr das selber ausprobieren wollt, also es gibt, wie gesagt, so im Yachtzubehör gibt es ganz viele Leinen. Meistens steht da sogar bei, ob die spleißbar sind. Es gibt nämlich auch so ein paar Leinen, die sind geht's so nicht. fest gewebt, dass man die nicht spleißen kann. Aber wenn ihr das googelt, das Schöne ist, dass diese Leinen, gerade so im Sportbootbereich, das ist auch gar nicht so teuer. Da kostet so ein Meter, je nach Durchmesser, 2, 3 Euro. Ja. Und ist etwas, was man durchaus einfach mal ausprobieren kann. Vom Fernseher, beim Hamburg Hafen Livestream gucken. Zum Beispiel. Hamburger Tauwerkfabrik gibt es. Genau. Die haben Ganz viel eine Taue. ganze Halle voll Tau. Also wirklich angefangen, ich glaube, das dünnste ist, glaube ich, 4 mm Ja. bis hin zu... Ja, Leider wobei die nicht ganz in die dicken Langen. haben sie nicht, die werden dann wieder von den großen Schiffsausstattern
Die geliefert? haben auch dicke Leinen, aber eben nicht in allen Farben. Ne? Also so grün gibt es überall. Vielleicht auch ein schönes Schwarz oder auch ein Blau oder so. Aber leider kein Tau, was so einen Erkennungswert hat. Also wenn ihr Claudia mal glücklich machen wollt, dann sucht ihr ein lila Tau. Ja, Wie dick muss das sein? ja so wie dies hier. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Zentimeter sind das? 3? Schätze ich mal, oder? Also zwischen 3 und 5, ne? Ja, nicht zu dick. Das muss ja auch handelbar sein. Ja. Jetzt hast du die 4 voll, oder sind es Ja. schon 5, die du gemacht Ich glaube, hast? 4 habe ich jetzt, ja. Okay. Ich mache aber jetzt so lange, bis es. Man kann ruhig auch mehr machen, ne? Schadet nicht jetzt. Aber wenn man zu viel macht, dann wird natürlich das Ende auch zu lang und so. Dann ist es auch wieder schwer, wenn ihr dann irgendwie belegen wollt und so. Aber warum soll man jetzt hier das da raushängen lassen? Das sieht nicht schön aus, weil dann irgendwann die Taglinge aufgehen und dann hat man da so einen Besen halt, ne? Und wir wollen das ja doch ein bisschen schick haben. Raumpatrouille fragt, wie viele Belastung, Zugkraft Hängt von der diese Leine ab. Leine jetzt hält. Das ist, ich glaube, das wird in der sogenannten Bruchlast Last ab, genau. angegeben. Das ist von jeder Leine unterschiedlich abhängig. Ich weiß nicht, ob du das jetzt im Kopf hast. Nee. Also ich kann euch sagen, Das Gewicht der Anita beträgt 50 Tonnen plus unser Gewicht, sage ich immer ganz gerne. Und dann und wir turnen ja auf die Leinen auch halt, ne? Also die können schon einiges ab. also ich kann euch sagen, diese Leinen, die ich hier benutze für diese Kameragurte, das hier ist jetzt ein 8 mm Seil. Da weiß ich es zufällig, das Seil hat alleine schon knapp eine Tonne Ja. Bruchlast. 8 mm. Und dann potenziert sich sowas natürlich bei so einer Leine nach oben, ne? Genau. Ja, und das Schiff ist ja nicht nur mit einer Leine festgemacht, jetzt sind wir mit 3 Leinen fest, ne? Im Liegebereich, wenn keiner vor Ort ist, dann auch mit 4, 5 Leinen. Und dann verteilt sich natürlich ja die Last auch auf die Leinen. So, jetzt können wir noch einmal durchstechen und dann haben wir das auch zu Ende. Und dann wird das nachher schick gemacht, ne? Ein bisschen abgeflammt, damit es nicht holen wir uns nachher einen Bunsenbrenner. Und dann brauchen wir auch keine Taglinge rauf, weil dann hält das über das Verschmelzen der Tauenden. Da braucht man aber auch wirklich einen Bunsenbrenner. Mit einem normalen Feuerzeug funktioniert das schon nicht mehr. Und dann brauchst du 2, 3 Feuerzeuge. Oder so ein Kaminfeuerzeug, das geht ja auch, ne, mit einem langen Stab. Aber ich habe schon oft Taue mit dem Feuerzeug tatsächlich abgeflammt. Das geht, ja. Das ist ein bisschen lang hier, ne? Das ist auch immer so ein bisschen Glückssache jetzt, wie viel überbleibt. Aber wir haben die Sicherheit erfüllt von 4, 5 Steckungen. Und insofern ist das dann auch zugelassen. Ja, wenn man eine Leine reißt und du hast es halt nicht genug gespleist oder so, dann gibt es ja auch Ärger. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Leine dann begutachtet wird und dann Ja, wie hat man es natürlich. gemacht, ne? Ja, natürlich. War das vorschriftsmäßig? Ja. Es ist sicherlich jetzt nicht der schönste Spleiß, aber den haben wir jetzt auch mal eben schnell gemacht. Da gibt es ja auch noch so einen Trick, den man nie in der Hafenschifferprüfung machen sollte. Ne? Den kennen wahrscheinlich viele Kollegen. Sollte man aber auch nicht immer unbedingt machen, dann kann man den auf den Boden legen und noch mal ein bisschen mit dem Fuß glatt rollen. Also Claudia, dir fliegen auf jeden Fall ganz viele Sympathiepunkte hier im Chat zu. super. Also Live-Spleißen sozusagen. Ja, also Ja. ich kann sagen, die Zuschauer lieben dich. Danke. Ja, und Claudia ist auch zum Anfassen. Also wenn ihr mal eine Hafenrundfahrt macht, die Chance, dass ihr Claudia erwischt, ist gar nicht so gering. Und wenn man dann im Sommer oder Frühjahr, Sommer eine Fletfahrt macht, dann bist du sogar bist du nicht die Einzige, die Mit die Einzige, weil wir wollen ja jeden Tag Fletfahrt anbieten. Und ich kann natürlich jetzt nicht jeden Tag vor Ort sein, das ist auch klar, ne? Weil es gibt ja auch Ruhepausen und Wochenende und alles. Und Ruhe von deinem Job? nö, Wollte doch eigentlich gerade sagen. nicht. Ich brauche nur ab und zu ein bisschen Schlaf und Essen und dann ist gut. So, also es ist jetzt einmal mehr gesteckt als notwendig halt, ne? Aber man sieht, das Tau ist schön stabil. Es ist eben dadurch, dass sich das aufruppelt, nicht so super schön gespleist. Aber es gibt andere Materialien, die lassen sich einfach besser stecken. Na, zum Beispiel die schönen alten Sisal-Leinen, die finde ich immer ganz klasse. Und ja, dann wird das einfach noch mal ein bisschen hier abgeflammt, ne, damit das nicht aufgeht. Oder eben durch den Tagling halt
gehalten. Guck mal, das Band, das brauchen wir nicht mehr, ne? Weil da ist ja jetzt hier fest. Und ich sag mal, in der Berufsschule würde ich damit vielleicht eine 3 oder eine 4 bekommen. Aber das liegt ja am Seil. Das liegt am Seil, natürlich. Genau, nur das Seil ist schuld. Genau. Nur das Seil Immer ist die schuld. anderen haben die Schuld, ne? Aber wir haben das jetzt auch mal eben schnell ein paar Minuten durchgezogen. Ja, aber ich finde es halt interessant, dass es wirklich nur durch dieses reine durch das Verflechten Stecken, genau. dann auch diese hohen Genau. Lasten aushält. Ja. Und eben im Chat hat das mal einer gerade rausgesucht. Ich Ja. gebe das mal so wieder und hoffe, das stimmt, dass ein Spleiß die Bruchlast nur im Bereich von 5 bis 15% verringert. Ein Ja. Knoten hingegen kann schon die Bruchlast um 50 bis 80% verringern. Ja, das ist schon eine ganze von Menge, einem Seil oder von einer Leine. Mhm. Also das ist schon ganz interessant. Wenn ihr Lust habt, gibt einen schönen Wikipedia-Artikel über. Ja. Wenn wir das mal hier so, dann können wir das einmal. Jetzt fotografiert er den nicht so schönen Spleiß auch Das noch. ist doch egal. Es ist nur für seine Erinnerung. Ah, du glaubst gar nicht, wie schnell das auf Instagram gelandet ist. Ja. Jetzt bräuchten wir noch ein Messer oder eine Schere. Also, Ich hoffe, Claudia, das auf kriegen jeden wir Fall hin. ein ganz, ganz dickes Dankeschön, Ja, gerne. dass du Wie das gesagt. hier noch gezeigt hast. Ja, das habe ich doch gerne gemacht. Ja. Hier ist noch die Und- Frage, was eigentlich eine Fletfahrt ist. Eine Fletfahrt geht in die Flete hinein. Und ein Flet ist ursprünglich mal ein tiereoffenes Gewässer gewesen, wo Ebbe und Flut herrschte. Und man hat aber eben aus Sturmflutschutzgründen die Flete der Innenstadt aufgestaut. Und sie werden aber trotzdem noch als Flet bezeichnet. Ne? Also wo wir eben durchgefahren sind, die Speicherstadt, kleinen Kanäle. Flete, genau, bebaute Wasserstraßen in der Innenstadt. Und da geht es bei der Tour sogar durch die Rathausschleuse bei dir, Genau. oder? Und dann genau. in Richtung Binnenalster, ne? Kleiner Alster. Was ist denn kleiner? Das ist dieses ganz kleine Bassin, ne, Ach so, vor dem das ist Rathaus vor bei dem- den Alsterarkaden, Also das heißt, du wo die fährst gar nicht raus Rathausplatz auf die ist. Binnenalster? Nee, dürfen wir nicht. Da gibt es ein Monopol von der Alstertouristik. Okay. Ne, und die Umweltbehörde möchte auch nicht, dass andere Schiffe dort rauffahren. Das hat nicht nur umweltpolitische Gründe, das hat vor allen Dingen auch den Grund, dass man dort oben die Alster den Freizeitskippern sozusagen vorbehalten lassen möchte. Ne? Wie Segelboote, Ruderboote. Und wenn wir dann noch mit unseren Barkassen da oben fahren würden, dann würde das wahrscheinlich irgendwann Überhand nehmen. Ne? Und ich muss auch ehrlich sagen, ich würde auch nicht unbedingt gerne auf der Außenalster fahren wollen. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal von euch im Sommer in Hamburg an der Außenalster war. Ne, schön Wetter, gerade Corona-Zeiten, ihr kennt Mit dem das. Tretboot Ne? hast du da Ja, genau. Attacke. Alster-Touristik, die beschweren sich dann auch immer, sagen, oh, so eine Scheiße. Die haben alle Arthrose im Daumen vom Hupen. Na, und ich hoffe ja mal, dass die Umweltbehörde uns die Genehmigung gibt, dass wir auf die Binnenalster raufkommen. Ne? Einmal um die Fontäne Zumindest rum, einmal um die Fontäne rum und wieder Ja. zurück. Und ich meine, da sind eh keine Segelboote, die kommen ja durch die Lombardsbrücke gar nicht durch. Okay. Aber das ist dann auch das, was der Hamburger Tourist eigentlich ja auch hauptsächlich kennt. Meistens ist es noch die Binnenalster, die Außenalster, Genau. dann, wenn er noch richtig Lust drauf hat. Geht er Aber mal rum. meistens ist Genau. es halt die Binnenalster und Ja. dann geht es irgendwo wieder in ein Geschäft, ein Café etc. Natürlich, genau. Von daher. So, ich drehe die Kamera mal um. Ja, genau. Es sind ja noch Und 2 Gäste. Wir sind ja alle hier. Genau. So, da bin ich. So, dann Mhm. den Kann man Ben. reinrücken? Genau, Justin, kannst du vielleicht hier auch noch so ein bisschen mit. Komm noch mit ran. Ja, Wollt ihr auch Ich noch stell mal mich mit in den drauf, Hintergrund noch mal hier, Tschüss guck. sagen? stimmt. Hier unser blinder Passagier, stimmt ja Genau. nicht. Ich habe ja noch eine Aufgabe für euch, ne, weil ihr Oh. gerade sagtet, so wegen Fancy Work und alles. Ich zeige euch das mal eben. Und beim nächsten Stream zeigst du dann der Community, wie du eine Affenfaust geknotet Ich hast. krieg eine Hausaufgabe. Du kriegst eine Hausaufgabe von uns. Eine Affenfaust. Ihr kriegt alle eine Hausaufgabe. Ich brauche nur eine Schere, um das Band einmal durchzuschneiden. Ach, das ist ja cool. Und in der Affenfaust muss aber auch immer ein Gewicht rein. Ja. Ne? Früher hat man da, glaube ich, irgendwie Stahlkugeln genommen, teilweise genau. Schrauben und so ähnliches. Genau. Aber das darf, glaube ich, nicht mehr. Nee, es darf nicht mehr. Und du hast jetzt irgendwie so ein paar... Ich habe Murmeln So mitgebracht. Kugeln, Murmeln, Genau, ich okay. hoffe, dass das geht. Justin, hast du irgendwo eine Schere oder so? Ah, so geht. Mal hier Ich weiß nicht, ob die umdrehen. so scharf ist, weil die hier die ganze Zeit an Bord liegt. Die habe ich vorhin gesucht. Ich habe die Murmeln in der Hand. Scheint nicht mehr so gut sein. Mit Na, Hausaufgabe. Vorne so. Genau. Davon ist dann mehr Kraft eigentlich. Die schärfste Schere an Bord. an Bord, Im ja. ganzen Hafen.
Ja, wir sind super schlecht vorbereitet. Wir sind bei vielen Sachen gut vorbereitet. Genau. Einmal für Ben, Oha. Ja. einmal für dich. Okay. Und dann kriegt ja jeder eine Seele. Ihr wisst, wie man eine Affenfaust knüpft. Wir werden das herausfinden, natürlich nicht. Aber es ist Ich eine muss schöne auch immer Aufgabe. wieder überlegen, aber ich mag das total gerne. Ich glaube, so rum war das, ne? Genau. Wir machen 4 nebeneinander. So, guck mal hier. 1, 2, 3, 4. Und dann geht er so rum. Ach ja, du musst jetzt quasi so einen Hohlraum bilden. Genau. Das ist immer nicht so einfach. Vor allem, wenn Wenn alle Wenn alle zugucken, zugucken. genau. Warte, das geht von unten. Du musst da so rumgehen. Und ich habe einmal zu viel gedreht. Hier, ich sehe das schon wieder. Nee, der muss so hin, genau. 1, 2, 3 haben wir. Dann haben wir 2, 3. Also überall müssen 4 sein. Wir sollen noch mal 5 Minuten warten. So, 1, 2, 3, 4. Und dann geht der nämlich durch. Und dann wird Hast das alles über auf Film, ne? Den können wir uns hinterher angucken. ja, Vorführeffekt. Also da gibt es auch ganz tolle YouTube-Videos, wie man es dann besser macht als ich. Genau. Aber das ist ja bei vielen so Tutorial-Videos. Wenn du dir das anguckst, sieht das immer alles so leicht aus. Ja, Wenn man das dann selber macht, es vertüdelt man geht, sich. es geht. Man vertüdelt sich immer wieder. Wenn ich das aber wieder 2, 3 Mal gemacht habe. Weißt du was? Hast du noch Ich gebe einen euch das jetzt am Ihr macht dann die Ja, ich Hausaufgabe dreh und das noch mal. schafft ihr dann auch. Ich drehe nochmal die Kamera um. Genau. So, ihr Lieben, Das, ich brauche auf jeden ich Fall brauche da hier mal- meine 10 Minuten für dann und dann klappt das. Also wir wären so in der Schleusenzeit. Ja, genau. Es wäre eine Schleusenzeit. Also, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ein Ja. ganz dickes Dankeschön natürlich an Claudia, Ja, gerne. an Barkassen Elas, die das alles hier möglich gemacht haben. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Also mir hat es richtig Spaß gemacht. Danke für diese tolle Idee, Claudia. Gern Vielen geschehen. Dank für euch alle im Chat, dass ihr dabei wart. Danke natürlich auch für eure finanzielle Unterstützung. Es waren wieder einige Spenden, Superchats dabei, Mitgliedschaften, aber auch Bits und Subs auf Twitch und natürlich auch ein dickes Dankeschön an unsere Moderatoren. Da waren ja doch ein paar, trotz der Uhrzeit, obwohl wir in einer, sag ich mal, normalen Arbeitszeit waren, die da dann doch aktiv waren. Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Habt noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Jo, Ja. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mit einer Affenfaust. Genau, na, dann zeigt er sie und ich habe dann auch ein paar geknüpft. Geht eigentlich ganz schnell, Gucken wir mal. wenn man einmal den Okay. Anfang raus hat. Bis dann, ihr Lieben. Jo. Macht's gut. Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss.